Resident Evil Code Veronica ist so ein bisschen das vergessene Stiefkind der Resident Evil-Reihe. Kein Zahlentitel, kein Remake und trotzdem für viele Fans der wahre dritte Teil. Ursprünglich erschien Code Veronica Anfang 2000 exklusiv für den Sega Dreamcast und war damals grafisch das beeindruckendste Resident Evil überhaupt. Die Version, die wir heute spielen, heißt Code Veronica X, in Japan Code Veronica Kanzenban, was so viel bedeutet wie komplett oder perfekt. Trotz guter Kritiken war der kommerzielle Erfolg eher durchwachsen. Spannend ist, dass ausgerechnet Shinji Mikami später meinte, Code Veronica hätte eher eine offizielle Zahl im Titel verdient als Resident Evil 3 Nemesis. Bis heute kursieren auch Gerüchte, dass Code Veronica der wahre dritte Teil ist und Mikamis Aussage zeigt, welchen Stellenwert das Spiel intern bei Capcom hatte. In diesem Video machen wir deshalb genau das, was Capcom vielleicht nie so richtig hinbekommen hat. Wir geben Code Veronica die Bühne, die es verdient. Wir schauen uns in meiner großen Retrospektive Schritt für Schritt die Story und das Gameplay an, ordnen die Hintergründe ein, vergleichen Versionen, sprechen über Designentscheidungen und natürlich darüber, warum mich dieses Spiel auch im Jahr 2025 noch so abholt. Ach ja, und das Stiefkind der Reihe hat tatsächlich ein eigenes Stiefkind, Resident Evil Survivor 2 Code Veronica. Da mich die Weihnachtszeit gönnerhaft gestimmt hat, bekommt ihr auch direkt eine Retrospektive für das Spiel mitgeliefert. Falls ihr ebenfalls die Spendierhosen anhabt, lasst gerne ein Like da, aber natürlich nur, wenn ihr das Video auch feiert. Schnallt euch an und lasst uns zusammen die Frage beantworten. Was macht Resident Evil Code Veronica so besonders? Resident Evil. 3 Monate sind vergangen, seit Raccoon City dem Erdboden gleichgemacht wurde. Nachdem Claire und Leon getrennte Wege gingen, setzte Claire ihre Suche nach ihrem verschollenen Bruder unermüdlich fort. Diese Spur führte sie schließlich in ein Pariser Umbrella-Labor, wo sie letztendlich gefangen genommen wurde. Don't move. Claire wird daraufhin auf Rockford Island verschleppt, Umbrellas private Gefängnisinsel. Die Öffnungssequenz macht sehr deutlich, wie gnadenlos Claire ihren Bruder sucht und wie kompromisslos sie gleichzeitig mit Umbrella umgeht. In der Szene, in der Claire gefangen genommen wird, sieht es ein bisschen so aus, als hätte sie ihr Item-Management bei mir gelernt. Sie ballert fröhlich drauf los und hat ausgerechnet für die letzte Wache keine Kugel mehr übrig. Wenn ich ein Top-Secret-Labor infiltrieren würde, hätte ich mir vermutlich wenigstens eine schusssichere Weste und mehr als ein Magazin Pistolenmunition mitgenommen. Claire dagegen stapft einfach baufrei in die Umbrella-Geheimanlagen. Ich weiß, das Design von Claire in Code Veronica soll als eine Erweiterung ihres Looks aus Resident Evil 2 dienen. In Resident Evil 2 hat ihr Outfit ja auch noch Sinn ergeben. Schließlich wurde sie von der Zombie-Apokalypse ja auch überrascht. Die Ausrede zieht bei Code Veronica natürlich nicht mehr. Auf Rockford Island wird Claire von Kampfgeräuschen geweckt. Die gesamte Insel scheint angegriffen zu werden.
In diesem Wide Shot sieht man gut, wie barbarisch Claire hier festgehalten wird. Kein Bett, kein Spiegel, keine Toilette, keine Kiste. Meine Kiste, wo bist du? Der Gefängniswärter ist zwar noch kein Zombie, grunzt aber schon fleißig wie einer. Zum Glück hat Claire ein Feuerzeug dabei und kann sich ihn genauer anschauen, fragt aber nicht, wie sie das hereingeschmuggelt hat. Frauengeheimnis und so. Ich finde es lustig, wie Claire sich beim Anblick des Wärters trotzdem erschreckt, obwohl er gar kein Zombie ist. Ironischerweise lässt der Umbrella-Soldat, der sie festgenommen hat, sie jetzt auch laufen. Er vermutet, dass Spezialeinheiten gekommen sind, um die Insel einzunehmen. No, it might have been a special forces team. But in any case, this prison's been taken over. Troops have been wiped out. What are you saying? You're free to leave the complex. But you may as well know you have no chance of getting off this island. And what about you? What are you going to do? Don't worry about me. Wenn Claire ihn nach der Cutscene untersucht, merkt sie an, dass er Blutstillmittel braucht. Ein Hinweis darauf, dass wir hier später noch einmal vorbeikommen sollten. Schauen wir uns den Stapel Dokumente neben ihm an, erfährt Claire außerdem seinen Namen. Rodrigo Juan Raval. Das grüne Kraut auf Rockford Island stammt aus Raccoon City. Entweder haben die hier kurz vor knapp noch eine dicke Ladung Kraut importiert, oder Strahlenvergiftung ist einfach eine Nebenwirkung, mit der wir leben müssen. Als Claire das Gefängnis verlässt, explodiert direkt neben ihr ein Militärtruck. Dann scheint es plötzlich T-Virus zu regnen, denn selbst halb von Würmern zerfressene Leichen stehen nun als Zombies auf. Code Veronica verfolgt damit die Tradition von Resident Evil 2 und 3, bei der Charakter zu Beginn in eine Zombie-Horde geschmissen wird und erstmal keine andere Wahl hat, als zu fliehen. Das macht das Spiel natürlich, um uns relativ früh zu entmachten und zu zeigen, wie gefährlich die Monster sind. Wir modernen Gamer müssen uns aber so eine Entmachtung nicht gefallen lassen. Und genau da kommt der Sponsor für dieses Video ins Spiel, Xmodhub. Xmodhub ist eine Modding-Plattform, die es euch ermöglicht, eure Singleplayer-Erfahrung anzupassen. Es gibt relativ einfache Mods, die euch einfach unendlich Leben oder Munition geben, aber auch sehr komplexe Spielhilfen, wie bei Baldur's Gate 3 eine interaktive Karte, die euch hilft, alle Schätze, Bosse und Waffen zu finden. Das Beste an Xmod ist eigentlich die Handhabung. Selbst ich, Computer-Grobmotoriker, habe es hinbekommen, innerhalb von 5 Minuten meine Spiele zu modden. Xmods erkennt nämlich ganz automatisch deine Spiele und welche Mods verfügbar sind. Und das plattformübergreifend. Hier werden zum Beispiel gleichzeitig meine GOG und Steam-Spiele angezeigt. Mittlerweile werden sogar über 3000 Spiele supportet und der Katalog wächst täglich an. Die Preise sind meines Erachtens auch mehr als fair. Wenn ihr euch das Ganze über den Link unten in der Beschreibung oder in den Kommentaren runterlädt und den Discount-Code BK65 verwendet, bekommt ihr sogar einen Free Trial und einen großen Rabatt. Vielen Dank an Xmodhub für das Sponsoring. Jetzt geht es aber zurück nach Rockford Island. Als Claire den Friedhof verlässt, wird sie von einem Wachturm aus mit einem Maschinengewehr angegriffen. Zu ihrem Glück würde der Mann am Geschütz aber mit einem Gymnastikball kein Scheunentor treffen. Wait, don't shoot! Who are you? Huh? You're not a zombie. Well, great. Wait right there. I'm coming over. Der Schütze entpuppt sich als junger Mann, der sich als Steve vorstellt. Auch er war ein Gefangener auf dieser Insel. And I'm guessing you're not from Umbrella either. No, I'm Claire. Claire Redfield. Claire. Nice. I'll remember that. Hey, I heard there's an airport around here.
And once I find it, I can finally escape from this crazy island. I'll see ya. Hey, wait up! I don't want you following me, lady. You'll only slow me down. Und Steve steppt direkt rein und erfindet hier wohl die dümmste Ausrede eines Videospiels, um die Charaktere voneinander getrennt zu halten. An dieser Stelle lohnt sich ein kurzer Blick hinter die Kulissen zu Steve selbst. In der Dreamcast-Version von Code Veronica sah Steve nämlich noch deutlich mehr wie Leonardo DiCaprio aus, was damals für einige Kontroversen sorgten. Titanic lässt grüßen. Deswegen wurde sein Design für die Code Veronica X-Version nachträglich etwas verändert. Es gibt sogar Gerüchte, dass DiCaprios Anwälte bei Capcom angerufen haben sollen. Dafür habe ich aber keine offiziellen Quellen gefunden. Immerhin hat Claire aus dieser Begegnung etwas Wichtiges mitgenommen. Die Pistole, die sich jetzt in ihrem Inventar befindet. Apropos Inventar. Dort gibt es jetzt in der Mitte des Screens ein paar mehr Informationen, wie die Größe, das Gewicht und Claires Blutgruppe. Für die Japaner ist die Blutgruppe keine rein medizinische Angabe. In Japan ist die sogenannte Bluttypen-Persönlichkeitstheorie weit verbreitet, wobei es sich eher um Esoterik aller Sternzeichen als um eine richtige wissenschaftliche Theorie handelt. Claire hat den Bluttypen 0. Menschen mit diesem Bluttypen gelten nach dieser Theorie als selbstbewusst, resilient und als natürliche Anführer. In Resident Evil wird das genutzt, um subtil zu zeigen, was für ein Typ Claire ist. Steve hat den Bluttypen AB, was ihn laut Bluttypen-Persönlichkeitstheorie intelligent, easygoing und unberechenbar macht. Nach dem Treffen mit Steve lässt uns das Spiel erstmal allein, im wahrsten Sinne des Wortes. Selbst der Soundtrack hat sich verpieselt. Wir hören nur noch das Plätschern des Regens, das Lodern des Feuers und die leisen Zweifel Claires an ihrer Outfitwahl. Code Veronica bricht zum Glück mit einer weiteren wichtigen Resident Evil Tradition nicht. Während Claire das Gefängnis weiter erkundet, erschrecken sie ein paar Cerberus-Hunde, was klar die ikonische Szene aus dem ersten Teil spiegelt. Im Tagebuch eines Gefangenen erfahren wir, dass der Chef des Gefängnisses Alfred heißt. Er scheint seine eigenen Leute wegen kleiner Fehler direkt in Ketten zu werfen. Außerdem werden die Gefangenen für irgendwelche Untersuchungen genutzt, die in einem Gebäude hinter dem Guillotinenstand stattfinden. Alle, die dorthin gebracht werden, kommen nie wieder zurück. Nur große Plastiksäcke werden ständig von dort abtransportiert. Die Kamerawinkel sind nicht wie in vorherigen Teilen steif, sondern eher so halbsteif, wie nach 3 Whisky Cola. Ich schwöre, der hat auf Papier irgendwie besser geklungen. Nachdem Claire sich durch ein paar weitere Zombies geschossen hat, erreicht sie einen Sicherheitsbereich, von dem aus die Wärter wahrscheinlich das Gefängnis geleitet haben. Hier steht ein 3D-Drucker herum, für den Claire vorerst noch keine Verwendung hat. Als sie den Überwachungsraum betritt, informiert Steve sie darüber, dass auf diesem random Gefängnis-PC anscheinend Informationen über ihren Bruder Chris liegen. What are you doing here? Chris Redfield. Is he a relative of yours or something? You mean my brother? Ah. Your siblings. Well, it seems your brother is under surveillance by Umbrella. Also entweder ist Chris bei Umbrella so beliebt, dass jeder Mitarbeiter, selbst der letzte Gefängniswärter, jederzeit einen Pfeil über ihn offen hat, oder Steve ist so notgeil auf Claire, dass er ihren Namen beim erstbesten PC in die Suchleiste eingegeben hat und dann einen Treffer bei Redfield bekam. Ich könnte mir, um ehrlich zu sein, beides gut vorstellen. Steve ist auf jeden Fall froh darüber, dass Chris nur ihr Bruder und nicht ihr Mann ist. I've got to contact Leon and tell him to let my brother know he's being monitored. It's a good thing I have access to an outside connection from here. Well, that file shows the latitude and longitude of this place. Why don't you send your brother the coordinates and ask him to come help? Thanks, I'll do that. Hey, I was just kidding. There's no way he could get here, even if he is your brother. Yes, he can, I'm sure of it. No way. He won't come. You'll just end up disappointed if you rely on others. Believe me, I know. Claire will Leon Bescheid geben, damit er Chris warnen kann, dass er überwacht wird, und sie schickt ihm dafür sogar Längen- und Breitengrad der Insel.
Mir fällt jetzt auch erst im Nachhinein auf, wie dämlich das eigentlich ist. Claire ist in das Pariser Umbrella-Labor eingebrochen, um ihren verschollenen Bruder zu finden. Jetzt will sie Leon S. Kennedy Bescheid geben, dass ihr Bruder von Umbrella überwacht wird, damit er das Chris sagt. Das suggeriert ja, dass Leon die ganze Zeit direkten Kontakt zu Chris hatte. Ein Fax im Sicherheitsbereich weist auf einen transportierten Aktenkoffer hin, der ein neues Produkt namens TG01 enthält. Darin steht, dass dieses Muster in einem speziellen Aktenkoffer gelagert wird. Genau der Aktenkoffer, den wir zuvor am Friedhof gesehen haben. In der Schublade des PCs liegt ein Adleremblem. Wir können das aber nicht einfach mitnehmen, da sonst der Alarm beim Metalldetektor ausgelöst wird. Wir können uns das Emblem allerdings mit dem 3D-Drucker nachbauen lassen. Dafür müssen wir lediglich die Speziallegierung aus dem Aktenkoffer holen. Dafür benötigt Claire allerdings einen Feuerlöscher. Diesen blöden Feuerlöscher benötigt man aber nicht nur für diesen Aktenkoffer. Also falls ihr irgendwann mal Lust habt, Code Veronica zu spielen, denkt dran, behaltet den Feuerlöscher erstmal im Inventar, ihr werdet es mir später danken. Mit dem spezial legierten Adleremblem lässt sich schließlich das riesige Tor der Gefängnisanlage öffnen. Hinter der riesigen Tür liegt eine halb zerstörte Brücke. Die Spezialeinheit scheint hier im Eiltempo durchgefickt zu sein, denn von ihr ist weit und breit keine Spur mehr. Über die Brücke gelangt Claire zu einem Militärkomplex, den die Karte des Gebiets als Trainingsanlage bezeichnet. Leider spielen wir hier kein COD-Zombies, ansonsten hätte ich mir an den Automatenheben ein Juggernaut gezogen. Schlecht ging es den Damen und Herren, die hier ihre Ausbildung machten, allerdings nicht. Annehmlichkeiten wie eine Sauna und ein kleiner Pool waren auch mit drin. Man muss nur die nackt grölenden Dudes bei den Duschen ignorieren, wobei es die aber ehrlich gesagt auch in jedem öffentlichen Schwimmbad gibt. Lässt Claire das Wasser im Bad ab, erhält sie einen Schlüssel für einen Waffentresor. Darin findet sie Schießpulver, das sie mit Pfeilen kombinieren kann. Dadurch lassen sich extrem mächtige Explosivpfeile herstellen, die wir uns später für die richtig ekligen Gegner aufheben sollten. Claire wird Zeuge davon, wie ein Umbrella-Wissenschaftler brutal von wahrscheinlich seiner eigenen Kreation zerlegt wird. I can't get the door open! Mein Mitleid hält sich da ehrlich gesagt in Grenzen. Von einer Notiz erfahren wir, dass der Passcode für diesen Raum auf dem Skelettgemälde dort steht. Allerdings können wir den kontaminierten Raum noch nicht öffnen. Der Zwischenfall triggert einen Shutdown der Anlage, dem Claire nur ganz knapp entkommen kann. The shutters will close. All personnel evacuate immediately. That was close. Claire, dein Outfit ist knapp, aber das hier war dann doch ein bisschen sehr, sehr, sehr knapp. Die Karte in Code Veronica ist wirklich eine riesige Hilfe. Türen, die man zurzeit nicht öffnen kann, sind rot markiert. Türen, die nur von einer bestimmten Seite geöffnet werden können, sind mit Pfeilen markiert. Und Türen, für die man bereits einen passenden Schlüssel hat, leuchten schön grün, der Rest ist gelb. Nur durch die Karte habe ich überhaupt gerafft, dass ich in der Militäranlage erstmal nicht mehr weiterkomme und den anderen Pfad bei der Brücke erkunden muss. Der andere Weg führt zu einem üppigen Vorgarten, in dem Pflanzen platziert sind, die garantiert nicht auf natürliche Weise hier wachsen. Claire findet hier einen grün blinkenden Marineausweis. Natürlich haben es sich die Code Veronica Entwickler nicht nehmen lassen, auch für dieses Spiel wieder ein üppiges Herrenhaus einzubauen. Mein erster Weg im Palastgelände ging natürlich direkt aufs Klo. Dort wartet allerdings keine Verschnaufpause, sondern eine Gang hinterhältiger Fledermäuse, die mich direkt fertig machen wollten. Man könnte theoretisch einfach das Feuerzeug zücken und die kleinen Quälgeister würden sich wieder verpieseln. Ich habe natürlich den viel schlaueren Trick angewandt und erstmal die Hälfte meiner Munition in die Toilettenwände gejagt. Im ersten Obergeschoss gibt es endlich den ersten Safe Room und ja, meine geliebte Kiste ist auch mit dabei. Kiste, da bist du. Der Safe Room Soundtrack ist auch mal wieder ein richtiger Banger. Ich finde es eine wirklich interessante Designentscheidung, den Zugriff auf diese Kiste so spät zu ermöglichen. Speicherschreibmaschinen gab es nämlich schon einige bis hierhin. Das gewöhnt den Spieler von Anfang an strenges Item-Management, weil man sich bis hierher mit sehr limitiertem Inventar durchschlagen musste. Über Dokumente erfahren wir mehr über den Herrscher dieser Insel, Alfred Ashford, der offenbar mit seiner Zwillingsschwester in einer privaten Residenz auf dem Hügel lebt. Der Sekretär von Alfred schreibt in seiner Notiz, dass er Alexia
manchmal am Fenster stehen sieht, Alfred aber bei jeder Frage zu seiner Schwester direkt komplett an die Decke geht. Auffällig ist, dass die meisten Dokumente bisher nur Alfred erwähnen und wenn Alexia hier wirklich lebt, scheinen die Mitarbeiter kaum direkten Kontakt mit ihr zu haben. Auch in Code Veronica lassen sich wieder Kisten, Kommoden und ähnliche Möbelstücke verschieben, ganz in guter alter Resident Evil Tradition. Unter einem Schränkchen findet Claire eine Keycard, die sie genauer untersuchen muss, um die ID eines Umbrella-Angestellten zu erkennen. Mit dieser ID lässt sich an einem PC in der Lobby eine Tür in der Residenz entsperren. Die Entwickler lassen uns damit ziemlich deutlich wissen: guck unter jedem Regal nach und check jedes Objekt lieber zweimal, wenn du hier weiterkommen willst. Was die Spieleprogression angeht, ist Code Veronica das schwierigste der klassischen Resident Evil Spiele und so eine frühe Einführung in diese Mechanik ist definitiv angebracht. Die entsperrte Tür führt direkt in das Büro von Alfred. In Alfreds Büro sieht man sofort seine Obsession mit Militärequipment und Waffen. Man könnte meinen, das hier wäre das Büro eines Militärgenerals und nicht das eines Leiters eines Umbrella-Standorts. Was auf den ersten Blick so gar nicht zu diesem Interieur passt, ist das große Ameisenjuwel, unter dem sich ein Knopf versteckt. Drückt man ihn, startet ein Projektor. Der Film scheint einen jungen Alfred mit seiner Zwillingsschwester zu zeigen. Alfred verstümmelt eine Libelle und wirft sie den Ameisen zum Fraß vor. Der intime Moment, der danach zwischen den beiden folgt, lässt meine Cojones schrumpfen. Das ist eine der verstörendsten Szenen in der gesamten Resident Evil-Reihe und dabei wird nicht einmal ein groteskes Monster gezeigt. Und ganz ehrlich, wer zum Teufel hat die beiden denn gefilmt? Die wirken kein bisschen so, als würden die sich beobachtet fühlen. Der creepy Look von Alfreds Schwester zeigt außerdem, dass sie vielleicht sogar noch verschlagener ist als er. Nach dem Film öffnet sich eine Geheimkammer, aus der wir ein Steuerrad und ein paar goldene Lugas klauen können. Allerdings müssen wir die Waffen wieder zurücklegen, wenn wir nicht dauerhaft in diesem Raum eingesperrt werden wollen. Im Gegensatz zu Claire konnte Steve später nicht die Finger von den Lugas lassen, weshalb sie ihn natürlich retten muss. Yeah! Help me! Um ihn zu befreien, muss nur ein relativ einfaches Rätsel gelöst werden. Claire muss die Symbole der Gegenstände auswählen, die in Alfreds Büro jeweils als Paar an der Wand hängen. Thought I wouldn't make it. Oh, I need those. Give them to me. You gotta be kidding. I found it and I'm keeping it. Fine. Let's make a deal. I'll trade you for something fully automatic. I'll see you around, Claire. Adios! Obwohl Claire ihn gerade vor dem sicheren Tod bewahrt hat, rückt Steve die Lugas erst raus, wenn wir ihm im Gegenzug ein paar Maschinenpistolen bringen. Kurz darauf spotten wir einen roten Laserpunkt, der ganz entspannt Claires Bein hoch bis zu ihrer Stirn wandert, bevor sie überhaupt reagiert. Redfield! How dare you interfere with my operation? What are you talking about? You let yourself be captured so you could lead your people to this base! I have no idea what you're babbling about. You don't fool me! I am Alfred Ashford, commander of this base. Oh? You must be one of Umbrella's lower-level officers if you're in command of a backwater base like this one. How dare you! The Ashford family is among the world's first and finest. My grandfather is one of the original founders of Umbrella, Inc. Now tell me, why have you attacked this installation? Attacked? Shortly after you arrived, my base was attacked. You must have informed your people of its location. I still don't follow you. I really don't know anything about that. Unacceptable! How can you deny it?
My base has been destroyed. And thanks to you, the experimental T-virus was released, creating countless zombies and monsters. Tell me, who do you work for? Who sent you? Have it your way, then. You're just a rat in a cage anyway. I'll be sure to keep you entertained before I dispose of you. Der als General cosplayende Freak hinter dem Visier entpuppt sich als Alfred Ashford, von dem wir ja inzwischen schon das ein oder andere gelesen und gesehen haben. Alfredo unterstellt Claire, dass sie zusammen mit ihren Kumpanen diese Basis angegriffen hat. Da wir aber wissen, dass Claires Vorbereitung ungefähr bei ihrer Mini-Weste aufgehört hat, scheint hier definitiv eine dritte Partei hinter dem Angriff zu stecken. Jetzt muss ich langsam mal etwas zum Voice-Acting in diesem Spiel sagen. Die Synchro vom ersten Teil hat ja noch ihren ganz eigenen Charme, weil Capcom damals quasi random englischsprachige Dudes und Mädels in die Booth gestellt hat. Well, I'm sorry, but he's probably... In Code Veronica wurden hingegen professionelle Synchronsprecher und Schauspieler engagiert, die aber anscheinend extrem beschissene Anweisungen bekommen haben. Sowohl Steve als auch Alfred sind einfach nur purer Cringe. Sorry about that little misunderstanding, but I thought you were another one of those monsters. Shut up! You don't fool me! I am Alfred Ashford! Sagt ihr da Alfred Ashford? I am Alfred. Alfred. Und das Voice-Acting macht teilweise ganze Plotentwicklungen zunichte. Mit dem Leonardo DiCaprio-Look sollen wir Steve eigentlich cool finden und ihn als potenziellen Partner für Claire wahrnehmen. Dank seiner Synchronstimme wirkt es aber eher so, als wäre Claire sein Babysitter. Und zwar nicht die sexy Babysitterin aus einem Teenie-Film, sondern eher die "Ich habe heute schon 4 Windeln gewechselt und parke das Kind vorm Tablet"-Art von Babysitter. Im Gegensatz zu den beiden finde ich Claires Stimme dafür wirklich richtig stark. Die Synchronsprecherin Alison Court durfte Claire danach noch in anderen Spielen und Filmen sprechen und das meiner Meinung nach absolut zu Recht. Dank des Steuerrads aus Alfreds Büro kann sich Claire nun Zugang zu einem kleinen U-Boot verschaffen. Das bringt sie zu einem Untergrundflughafen, von dem Steve ganz am Anfang schon mal großspurig erzählt hat. Hier findet Claire auch ein paar Seitentaschen und die sind wirklich Gold wert. Es gibt in Code Veronica nämlich eine Menge Waffen, die direkt 2 Plätze im Inventar belegen. Da ist jeder zusätzliche Slot heilig. In dieser Unterwasseranlage gefällt mir das Sounddesign richtig gut. Ich mag irgendwie so, ja, wie soll ich sagen, wässrige Geräusche. Aber auch der normale Soundtrack glänzt hier mal wieder ordentlich. Um das Flugzeug am Untergrundflughafen überhaupt nutzen zu können, braucht Claire 3 Ausweise, ganz im Militärtheme: Marine, Armee und Luftwaffe. Den Ausweis der Marine hat sie ja schon, es fehlen also nur noch 2. Zum Glück ist es hier aber kein Dead End, denn Claire findet eine Sicherheitskarte, mit der sie zurück zur Trainingsanlage kann. Zurück im Innenhof der Militäranlage schlingelt sich plötzlich ein riesiger Wurm aus dem Boden, straight aus Dune rübergeportet. Der sogenannte Gulp-Wurm ist tatsächlich komplett optional. Wenn man ihn hier mit Claire erledigt, gibt es keine besondere Belohnung, aber ich habe ihn trotzdem weggemacht. Dass er hier im Hof rumlungert, hat mich einfach gewurmt. Im Innenhof des Ausbildungszentrums wird Claire außerdem erneut von Alfred angegriffen. Das Ganze ist eine Art Mini-Boss-Fight, bei dem Claire eigentlich nur seinem lachhaften Aim ausweichen und die Treppe nach oben nehmen muss. Im Safe Room der Trainingsanlage findet Claire Blutstillmittel. Es ist zwar optional, aber wenn sie mit den Blutstillmittel ganz an den Anfang der Insel zurückläuft, kann sie Rodrigo damit das Leben retten.
What are you doing here? Hemostatic medicine. How kind of you. Thanks. Here, let me help you with that. Thanks, but I can take care of myself. Just go. Keep it. It was a gift from my brother, but Thanks. Here, let me give you this in return. You might need it later on. Now go. Don't worry about me. Natürlich hat das Ganze auch einen Gameplay-Nutzen für uns. Claire tauscht quasi ihr Feuerzeug gegen einen Dietrich ein. Damit trägt sie jetzt ganz offiziell den Titel Master of Unlocking. Mit dem Dietrich kann sie künftig einfache Schlösser öffnen und somit Aktenkoffer oder ähnliches aufschließen. Zurück in der Trainingsanlage lässt Alfred seinen sadistischen Spieltrieb so richtig von der Leine und sperrt Claire in seinen mit Monstern vollgestopften Spielplatz ein. Consider the area you are in a special playground I have prepared just for you. Please try and keep me amused, and do not disappoint me by dying too soon. I so want to enjoy this. Trifft sich aber eigentlich ganz gut, denn hier findet Claire endlich die Maschinenpistolen, die Steve von ihr gefordert hatte. Die Aufnahme der MPs triggert allerdings direkt einen Miniboss-Fight gegen einen Low-Budget-Tyrant. Und das ist nicht mal übertrieben. Die sogenannten Bandersnatches sind preisgünstigere Versionen der klassischen Tyrants. Mit der Teddy-Variante ist aber trotzdem nicht zu spaßen, denn durch seinen Greifarm ist der Bandersnatch extrem schnell und überbrückt vertikale Hindernisse ohne Probleme. Zum Glück hat Steve wohl gerochen, dass wir seine MPs gefunden haben und kommt im letzten Moment zur Rettung. Oh yeah, that felt good. Don't worry, Claire. Your knight in shining armor is here. Claire repräsentiert in diesem Moment perfekt meine eigene Reaktion. Ja, cool, Steve. Dank für deine Hilfe, aber gib mir jetzt bitte die Lugas, ich muss weitermachen. You wish. But thanks for the help. See? This is why you need me. I got your back. Whatever. Here, take these. Machine guns? For me? You know the deal, in exchange for your Lugers. Okay. This thing is too cool. Yes! Now this is my kind of weapon. All right! Huh? Hey, this thing's empty. You cheated me. Up there, plenty of ammo, just for you. Way up there? Happy now? What? Now that your knight has made his appearance, he can join you in your descent into death. Wait here, Claire. Time to test out my new toy.
Nach der Rettungsaktion scheint Steve Kochonis proportional mit seiner Feuerkraft gewachsen zu sein, denn er fordert jetzt kurzzeitig die Protagonistenrolle für sich. Der Abschnitt mit Steve ist spielerisch ziemlich witzig, weil man hier im Prinzip einfach durchrennt und alles abknallen kann, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist. So wie bei allen Akimbo-Waffen kann Steve 2 Zombies gleichzeitig aufs Korn nehmen, selbst wenn sie nicht schön in einer Reihe stehen. In seinem Inventar trägt Steve als Special-Item ein Familienfoto bei sich. Man merkt, dass ihm seine Familie enorm wichtig ist, wenn er schon dieses Foto überall hin mitschleppt. Steves großer Einsatz ist allerdings genauso schnell vorbei, wie er angefangen hat, und Claire rückt nach, sobald er den Weg freigeschossen hat. Als Claire versucht, Steve auf seine Familie anzusprechen, reagiert er eher unentspannt. Who brought you here and where is your family? Shut up! I don't want to talk about it! Ich wünschte, ich könnte unangenehme Gesprächsthemen manchmal auch so einfach beenden. Das würde mein Leben definitiv vereinfachen. Adam 01, Sie müssen noch Ihre Umsatzsteuervoranmeldung abgeben. Shut up! I don't want to talk about it! Kurz darauf nehmen Claire und Steve gemeinsam einen Aufzug und versuchen, über einen Balkon zu fliehen. No! What's wrong, Steve? Shoot him! Wait! I can't! No! Steve! No! Steve. Father. 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 Ich glaube, das war Steves Vater, oder? Dad used to work for Umbrella. Tried to steal information, intending to sell it off to the highest bidder. He was caught. Mom was killed, and we were sent here. Ähnlich wie bei Claire ist auch Steves Familiengeschichte eng mit Umbrella verflochten. Sein Vater arbeitete für Umbrella und versuchte, geheime Informationen zu stehlen, um sie an den Höchstbietenden zu verkaufen. Dabei wurde er geschnappt und riss in seiner Dummheit die gesamte Familie mit ins Verderben. Claire überlässt Steve erstmal seiner Trauer und geht allein weiter auf Erkundungstour. Die goldenen Lugas bleiben nicht lange in Claires Besitz, denn mit ihnen lässt sich die merkwürdige Tür im Safe Room der Residenz öffnen. Hinter dieser Tür liegt ein Büro. Auf dem PC in diesem Büro befindet sich erneut das Creepy Home Video von Alfred und seiner Schwester, das wir schon einmal gesehen haben. Das Passwort 1971 für den PC erhält Claire, indem sie die Kombination auf dem Notizzettel bei der antiken Uhr eingibt. Kaum ist die richtige Kombination eingegeben, öffnet sich ein Geheimgang und gleichzeitig nutzt ein Bandersnatch die Gelegenheit zum Stoßlüften. Der geöffnete Gang führt über eine kleine Brücke direkt hinüber zur privaten Hügelresidenz der Ashfords. An dieser Stelle ist ein guter Moment, um kurz über die Trial Edition von Code Veronica zu sprechen. In Japan gab es nämlich eine spezielle Trial Edition, die nur in einem Bundle mit Resident Evil 2 für den Sega Dreamcast erschienen ist. Diese Demo-Version endete genau in diesem Abschnitt des Spiels und hatte dafür ein leicht angepasstes Ende, extra für die Demo. Am Ende dieser Trial Edition blendete das Spiel den Satz ein noch größerer Horror erwartet dich, bevor es abbricht. Für die Spieler damals war das also der perfekte Cliffhanger, direkt vor dem Betreten der Privatresidenz.
Der Vorgarten der Privatresidenz hat es am schlimmsten erwischt. Hier liegt kaum noch ein Stein auf dem anderen. Die Tür zur Residenz öffnet Claire ganz langsam. Das macht Code Veronica immer dann, wenn wir irgendeinen wichtigen Gameplay-Abschnitt betreten. Manchmal lauern gefährliche Gegner hinter der Tür. An vielen Stellen ist der größte Grusel einfach nur die Antizipation grässlicher Kreaturen. Drinnen ist die Residenz ausgeschmückt mit hässlichen Kunstfiguren. Selbst Fußliebhaber kommen hier auf ihre Kosten. Im obersten Stockwerk der Residenz kann Claire einem Gespräch zwischen Alfred und Alexia lauschen, wobei Claire nur Alexia erblicken kann. The revival of the Ashford family depends on your success, brother. I am aware of that, Alexia. I will revive the family name myself and make you the master of the glorious Ashford family. Do not worry, brother. I will handle them both myself. Who is there? Is someone at the corridor? Für beide steht der gute Name der Familie Ashford auf dem Spiel. Sowohl Claire als auch die angreifende dritte Partei haben den beiden einen Strich durch die Rechnung gemacht. Alfred räumt in der Cutscene auch klar ein, dass Alexia den Thron der Ashfords für sich beanspruchen soll und er ihr zur Glorie verhilft. Merkwürdigerweise hört Claire aber nur die Fußstapfen einer Person, als beide den Raum wieder verlassen. Let us go, brother. In Alfreds Zimmer findet Claire eine Grußkarte, die von Alexia an ihn adressiert wurde. Darin nennt sie ihn Soldaten, füttert damit aber eher seine Illusion. Er war nämlich noch nie beim Militär und wenn ein paar gekaufte Militärsachen ihn zum Soldaten machen, bin ich dank meines Schneideprogramms dann wohl auch Filmregisseur. In den Zimmern der Ashford-Zwillinge sind Ameisen ebenfalls wieder ein Thema, denn sie zieren jeweils ihre Spieluhren. Nur Alexias Spieluhr spielt allerdings eine wunderschöne Melodie ab, um Claire hier mal zu zitieren. Sobald sie die Musik abstellt, fährt das Bett hoch und Claire erhält den Silberschlüssel. Mit dem Silberschlüssel öffnet Claire eine weitere Tür in der Residenz, hinter der 2 Bandersnatches ein blaues Adlerwappen bewachen. Ein Liebling der Resident Evil Community feiert hier auch seinen Auftritt, wenn auch nur in schriftlicher Form. Auf dem Tisch liegt nämlich ein Bericht von Hank, dem treuen Umbrella-Soldaten mit Gasmaske. Hank scheint Alfred zu kennen, erinnert sich noch wohlwollend an seine Zeit im Militärausbildungszentrum zurück und beschwert sich darüber, dass er diesmal nur eine merkwürdige, tiefgefrorene Kapsel transportieren soll. Was da wohl drin war? Mit dem Emblem kann sich Claire anschließend die Emblemkarte holen. An der Stelle, an der Alfred sie das zweite Mal attackiert hat. Die Emblemkarte scheint Alfreds persönliche Zugangskarte gewesen zu sein. Damit lassen sich nämlich alle Türen öffnen, die Alfred bei seinem Spiel mit Claire verschlossen hat. Ergibt auch Sinn, denn das Symbol auf dem Emblem und auf der Karte stellt das Familienwappen der Ashfords dar. Am leuchtenden PC im Kontrollraum findet Claire außerdem den Heeresausweis für das Flugzeug. Von hier aus ist es auch möglich, den Experimentierraum zu lüften, in dem vorhin der Wissenschaftler getötet wurde. Sobald Claire sich in diesem Raum das Gemälde schnappt, greift sie eine Horde Albinoiden an. Das sind kleine Vijay-Würmer, die Claire unter Strom setzen. Der größte Gegner hier ist aber eigentlich das Zeitlimit, denn rennt man nicht sofort raus, ist man Game Over. Das Bild gehört hier an die Wand und als Claire es aufhängt, nimmt sie im Gegenzug natürlich gerne das zweite Adleremblem von der Wand. Als Belohnung erhält Claire den Goldschlüssel und eine kleine Geschichtsstunde über die Anlage hier auf Rockford Island. Laut Aufzeichnung wurde der Komplex am 8. Dezember erbaut. Mit der Emblemkarte lässt sich außerdem der mächtige Granatwerfer holen. Der hat in Code Veronica eine ganz besondere Munitionsart. Nutzen wir die Gasgranaten gegen Zombies in einem engen Raum, sind alle betroffen und die Granate halbiert zusätzlich die HP ihrer Opfer. Mit dem zweiten Emblem muss Claire jetzt bis ans Ende des Spiels zum Gefängnis zurücklaufen. Damit kann sie nämlich diesen dubiosen Bereich öffnen, in den die ganzen Gefangenen hinverschleppt wurden. Claire findet hier ein rudimentäres Behandlungszimmer vor. Die Notizen auf dem Schreibtisch klären uns darüber auf, was hier geschehen ist. Der geistig gestörte Anatom hat die Gefangenen gemeinsam mit Alfred gefoltert. Es war ihr eigenes kleines Geheimnis und laut der Notiz vollzogen sie im Keller dieses Gebäudes dämonische Rituale. Der Anatom schreibt außerdem, dass er den Schlüssel zu diesem heiligen Ort immer bei sich tragen wird und dass sein Leben endet, wenn er Alfreds Vertrauen verliert. Im Krematorium nebenan findet Claire etwas, was sie von nun an immer bei sich tragen wird. Ein Upgrade für ihre Pistole. Der Anatom selbst steigt aus dem Leichensack, sobald Claire dem Raum verlässt
verlässt und wieder betritt. Das Glasauge des Herrn öffnet schließlich den Weg zur perfiden Folterkammer. Dieser Folterkeller ist, um ehrlich zu sein, das erste Level, in dem mir die Beleuchtung in dem Spiel wirklich gefällt. Sonst sieht alles immer so nebelig, grau, farblos aus. Generell ist die Grafik nicht so ganz auf PS2-Level, finde ich. Wenn man das mal mit Metal Gear Solid 2 oder gar Resident Evil 4 vergleicht, liegen Welten dazwischen. Die Texturen sind in Code Veronica einfach viel verpixelter und irgendwie matschig. Liegt aber natürlich auch daran, dass das Spiel ursprünglich für den Sega Dreamcast entwickelt wurde. Im Keller des Kellers gibt es ein zeitbasiertes Rätsel, bei dem man schnell genug die Statue drehen muss, bevor einen das Giftgas dahin rafft. Mit dem dadurch gewonnenen Schwert muss Claire einen Zombie erdolchen. Der Kollege ist aber leider härter als die Brötchen von letzter Woche und jumpscared Claire, sobald sie nochmal zur eisernen Jungfer geht. Im Folterinstrument liegt dann die Klavierrolle. Als Claire zur Residenz zurückkehrt, tritt eine weitere Resident Evil Ikone auf den Plan. Greetings. You must be the lovely Claire Redfield. Who are you? Let's just say that I'm a ghost, coming back to haunt your dear brother. Wesker? It seems there's not much explaining to do, is there? I was the one who attacked this island. Who'd have thought you'd be hanging about? All the better for me. Now that the cat dragged in this nice surprise, your ever so caring brother will definitely show up. I must thank you for being such good bait. I don't know what went on between you two, but you have him all wrong. My brother is not the kind of person you think he is. I despise Chris. What are you gonna do to him? Oh, how your brother will weep to see you die. What? What is it? Stay there. I'm coming. It appears you may be of some further use to me. I'm going to let you live a little longer. Albert Wesker begrüßt sie mit seiner gewohnten, arroganten Ruhe und macht sofort klar, dass er die Insel angegriffen hat und Claire jetzt im Prinzip nur als Kröder für Chris sieht. Es ist krass, wie der Voice-Actor von Wesker hier einfach über allen anderen thront. Der lässt den Rest dastehen, als hätten sie gestern erst gelernt zu sprechen. Diese ganze Szene wurde für Code Veronica X nachträglich eingefügt, um schon früh im Spiel direkte Interaktion zwischen Wesker und Claire zu zeigen. Ursprünglich stirbt ja Wesker in allen möglichen Enden von Resident Evil 1, weshalb seine Rückkehr als übermenschlich starker Superschurke in Code Veronica zunächst ziemlich aus dem Nichts kam. Mit den zusätzlichen Cutscenes in Code Veronica X wollte Capcom Wesker deshalb nachträglich besser ins Gesamtbild der Reihe einbetten und erklären, wie er dank eines speziellen Virus überhaupt wieder mitmischen kann. Wesker war in der Dreamcast-Version von Code Veronica dagegen kaum präsent und so gut wie alle neuen Szenen in X haben etwas mit ihm zu tun. Inzwischen ist er sogar auf dem Cover im Anfangsmenü. Zusätzlich zu den Cutscenes hat Capcom Wesker auch noch einen kleinen Bonusfilm spendiert. Weskers Report ist eine Art Mockumentary-DVD, die Szenen aus den früheren Spielen zeigt, während Wesker selbst die Handlung seiner Vergangenheit mit Umbrella, den Stars, Ada Wong und seinem Wiederauferstehungsvirus kommentiert. Der Haken an der Sache: Der Report ist voller Unstimmigkeiten und Widersprüche zur eigentlichen Lore, was Autor Kato unter anderem damit erklärt, dass er das Skript unter Zeitdruck geschrieben hat und dabei nicht immer ganz nüchtern war. Mit dem Goldschlüssel öffnet Claire in der Residenz den Raum mit dem berühmt-berüchtigten Bilderrätsel. An den Wänden hängen die Porträts der Ashford-Familienmitglieder, die in der richtigen
richtigen Reihenfolge aktiviert werden müssen. Durch mehrere Übersetzungsunklarheiten in den Hinweisen hatten damals aber erstaunlich viele Spieler Probleme mit diesem Rätsel. Die Lösung steckt in diesem vom Butler geschriebenen Dokument, das uns die Reihenfolge der Bilder erklärt. Darin erfahren wir, dass die Gründerin der Familie Veronica hieß, die für ihre Schönheit und Intelligenz legendär war. Außerdem lernen wir, dass Edward, der Großvater von Alfred, einer der Gründer von Umbrella war. Dieser kleine Lore-Dump ist nicht nur wichtig für das Familienverständnis, sondern auch ganz banal dafür, dass wir im Bilderrätsel nicht komplett hängen bleiben. Ursprünglich sollte die Adelsfamilie in Code Veronica gar nicht britisch sein, sondern deutsch, mit einer ganz offensichtlichen Nazi-Vergangenheit. Vor den Ashfords entwarfen die Entwickler nämlich die Krügers, eine deutsche Adelsfamilie, die im Zweiten Weltkrieg diente. Ihr treu ergebener Butler, der im Krieg an der Seite des Familienoberhauptes gekämpft hatte, wäre als zusätzlicher Charakter aufgetreten. Aus den Krügers wurden schließlich die Ashfords und der Butler taucht nur noch in Schriftstücken wie dieser Nachricht an den Familienvorstand auf. Wie die Notiz es versprochen hat, enthüllt die Lösung des Bilderrätsels das wahre Oberhaupt der Familie Ashford. Alexia bekommt, ganz im Stil ihrer Urahnen, eine eigene Vase, in der sich die rote Ameise versteckt. Obwohl wir bisher viel mehr von Alfred gesehen haben, müssen wir daraus schließen, dass Alexia in Wahrheit das Sagen hat. Zum einen spricht die Enthüllung ihres Bildes nach dem Rätsel dafür, zum anderen wird dieser Raum hier mit dem Goldschlüssel geöffnet. Der Raum, in dem wir die blaue Ameise von Alfred bekommen, wird dagegen nur mit dem Silberschlüssel aufgeschlossen. Noch ein Indiz dafür, dass Alexia über Alfred steht, was ja auch zu dem passt, was er selbst im Dialog mit ihr in der Privatresidenz gesagt hat. Mit den beiden Ameisenfiguren kann Claire nun die Spieluhrenplatte von der einen Spieluhr zur anderen transferieren. In Alfreds Zimmer fährt dadurch eine Leiter nach unten. So wird ein riesiges, separates Spielzimmer enthüllt, das anscheinend mit beiden Kinderzimmern verbunden ist. Benutzt Claire den hier auffindbaren silbernen Libellenschlüssel am Ameisengemälde, dreht sich das Karussell in der Mitte und sie erhält Zugang zu einem weiteren Studierzimmer. Auf der kleinen Treppe liegt ein Zeitungsartikel über Alexia. Sie war ein Wunderkind, das bereits mit 10 Jahren bei Umbrella angefangen hat zu arbeiten. Auf einem der Schränke finden wir dann Alfred Ashfords Memo. Darin beschreibt er Alexia als vollkommenes Genie mit unerreichter Schönheit. Sie ist für ihn alles und er würde jedes Hindernis überwinden und sogar sein Leben für sie riskieren. Sein großer Plan ist es, gemeinsam mit Alexia den in der Zeit seines Vaters Alexander beschmutzten Namen der Ashford-Familie wieder zu altem Glanz zu führen. Sobald das geschafft ist, will er einen Palast errichten, in dem nur Adlige verkehren dürfen. Das einfache Volk soll seine geliebte Alexia gar nicht erst zu Gesicht bekommen. In seiner Fantasie regiert sie als Königin die Welt, während er selbst ihr treuer Diener ist. Alle anderen Menschen sind für ihn bedeutungslos und sollen sich vor Alexia und ihm buchstäblich im Staub winden. Der Brief macht sehr deutlich, dass Alfreds ganze Identität nur noch darüber definiert ist, Alexias Diener zu sein und dass sein Größenwahn im Kern eigentlich nur die Verlängerung ihrer vermeintlichen Vollkommenheit ist. Dahinter finden wir den letzten Ausweis und somit steht eigentlich einer Flucht nichts im Wege. Bevor es soweit ist, bekommen wir es allerdings noch mit Alexia selbst zu tun. Claire Redfield, hold it right there. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. I am Alexia Ashford. For the pride of the Ashford family, I will kill you. Wait! What's going on? Steve! A secret door! After her! Are you okay? I'm fine. It's just a scratch. Wenn hier auch nur eine Person vernünftiges Aim hätte, wäre das hier nicht das mit Abstand längste klassische Resident Evil Abenteuer. This must be...
What? No! Wait a second. What just happened? So there never was an Alexia after all. You mean he thinks he's two people? Okay, that's it. Let's get out of here. The self-destruct system has been That freak! activated. He's trying to blow us All up along with the personnel entire evacuate facility. Immediately. Come on, we gotta get to that airport. Right. Es stellt sich also heraus, dass die Alexia, die wir bisher gesehen haben, nur der crossdressende Alfred war. Claires Schlussfolgerung, es gab also nie eine Alexia, ist aber nur halb richtig. Vielleicht haben wir die echte Alexia bisher noch nicht zu Gesicht bekommen, aber existiert hat sie auf jeden Fall. Das Video in Alfreds Büro beweist immerhin, dass es Alexia einmal gab. Wir wissen nur nicht, ob sie noch lebt und wenn ja, wo sie sich aufhält. Alfreds Crossdressing und seine Fixierung darauf, seine Schwester zu sein, sind übrigens direkt vom Filmklassiker Psycho inspiriert, in dem Norman Bates seine Opfer ermordet, während er als seine eigene Mutter verkleidet ist. Der Selbstzerstörungsmechanismus der Anlage zwingt Steve und Claire schließlich dazu, die Beine in die Hand zu nehmen. Im Vorgarten der Residenz sehen sie, dass bereits ein paar Überlebende fliehen, vermutlich eine Mischung aus übrig gebliebenen Umbrella-Mitarbeitern und Mitgliedern von Weskars Spezialeinheit. Dank der 3 Ausweise können jetzt auch Steve und Claire den Untergrundflughafen benutzen. Aber natürlich nicht ohne Zwischenfälle. Damit das Flugzeug überhaupt abheben kann, muss Claire zuerst die Brücke anheben. Auf dem Weg zurück zum Flieger lässt Alfred dann seinen Trumpf aus dem Labor los. Einen Tyrant. This is what you get for trying to oppose me. Now feel my revenge. Unter Zeitdruck muss Claire sich diesem Biowaffenkoloss stellen. Egal, was ich versucht habe, an dem Kollegen konnte ich nicht einfach vorbeirennen. Bestimmt gibt es da irgendeinen Trick, aber wenn man regulär spielt, muss man den Tyrant hier K.O. schießen, bevor Claire zurück zum Flugzeug kann. Nachdem Claire wieder im Flugzeug ist, können die beiden endlich abheben. No time to explain. Let's go. Right, we're out of here. Time to say goodbye to this death trap. Self-destruct. Warte mal, Steve kann einfach dieses Militärflugzeug fliegen? Also Steve, der noch nicht mal geradeaus zählen kann, ist mit zarten 17 Jahren dazu in der Lage, dieses Schlachtflugzeug zu operieren. Ich glaub dir das mit dem Zombie-Virus. Ich glaub dir, dass Rainer eine Freundin hat. Schatz, hol mir mal was zu essen. Ich glaub dir sogar, dass Alfred einen Harrier-Jet fliegen kann. Aber das glaube ich dir nicht. Ob ich daran glaube oder nicht, ist Steve allerdings herzlich egal, denn er schafft es tatsächlich, den Flieger in die Luft zu bringen. Claire, I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. No, it's okay. It was hard for both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Oh, Steve. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. I hear Hawaii's nice this time of year. You got it. This game is not over yet. Now you will see what real terror is all about.
engine hatch is open. I'll go back and check it out. Thanks. I've unlocked the cargo room door. Der Tyrant hat offenbar ähnliche Sprunggelenke wie der Prototyp aus Resident Evil Survivor, denn irgendwie hat er es geschafft, von Rockford Island auf das startende Flugzeug aufzuspringen. Der anschließende Kampf ist halb Gimmick, halb echter Bossfight. Claire muss den Tyrant zunächst klassisch schwächen, bevor sie ihn mit einer Ladung Fracht von Bord katapultieren kann. Ich hoffe also, ihr habt genug Munition eingepackt, denn sonst ist hier einfach Schluss. Code Veronica ist da wirklich gnadenlos. Der Tyrant stafft jetzt auch nicht mehr einfach nur langsam auf uns zu wie vorhin. Er wirkt, als hätte er seine erste Tasse Kaffee hinter sich und greift deutlich agiler an. Zum Glück habe ich mir die BOW-Gasgranaten aufbewahrt. Mit denen ist der Tyrant relativ schnell am Ende. Sobald er sichtbar blutet, können wir ihm die Bordladung ins Gesicht befördern und den blinden Passagier endgültig aus dem Flugzeug herausschmeißen. What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. Ich find's witzig, wie normal es für Claire mittlerweile ist, Tyrants zu erledigen. Das ist für sie nicht mal der Rede wert. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. Das Flugzeug wird plötzlich auf Autopilot geschaltet und ändert einfach so den Kurs. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies, but I cannot let you escape now. Alfred, you cross-dressing freak! Alfred lässt die beiden natürlich nicht entkommen und lenkt den Bomber schnurstracks zu seiner Basis in der Antarktis. Steve, tu's nicht. Steve, nein. Steve, aus. Du bist minderjährig. That's the Antarctic. We're over the Antarctic. What? Hey, those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Statt eines romantischen Moments wird Steve aber eher zu Claires persönlichen Airbag, als das Flugzeug in der Antarktis Bruch landet. Oh. Hey, wake up, Steve. Oh. We're still alive. Thanks. Da sie nur um Haaresbreite überlebt haben und sich jetzt in einer komplett unbekannten Umbrella-Anlage befinden, entscheiden sie sich natürlich dafür, gemeinsam weiter zu erkunden. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer.
Nein, Spaß, natürlich trennen sie sich sofort. Spätestens jetzt wird Claire aber ihre Kleiderwahl verfluchen. Allerdings muss man sagen, dass die Temperaturen in der Antarktis im Dezember tatsächlich relativ mild sind, so ungefähr zwischen -5 und 8 Grad Celsius. Sie friert sich zwar trotzdem den Arsch ab, aber indoor ist sie damit immerhin überlebensfähig. Die Antarktis-Basis ist tatsächlich noch blasser und trister als Rockford Island. Im Vergleich zur Antarktis ähneln die Farben der Insel glatt einer Skittles-Packung. Auch hier hat der Betriebsrat wieder mal komplett versagt. Alle Arbeiter, auf die wir treffen, wurden längst zombifiziert. Ich würde an der Stelle eigentlich echt gerne lobend erwähnen, dass die Zombie-Skins immer dem jeweiligen Gebiet angepasst wurden, aber viele Räume in der Antarktis sind einfach so dunkel, dass man gar nicht erkennt, was die Kollegen eigentlich anhaben. Mitten zwischen den Zombie-Blaumännern finden wir ein Arbeitertagebuch, das enthüllt, dass die Arbeitsbedingungen hier schon vor dem Ausbruch des Zombie-Virus mehr als bescheiden waren. Die Arbeiter wurden monatelang, teils jahrelang ohne Urlaub geknechtet. Vielleicht hätte der Butler der Ashfords zu den ganzen zeremoniellen Tellern und Ohren einfach auch mal das Arbeitszeitgesetz an das jeweilige neue Oberhaupt der Familie vermachen sollen. Der Arbeiter berichtet jedenfalls von einem Gefangenen, der schon seit Ewigkeiten im dunklen Keller der Basis angekettet ist. Aufgrund seines Zustands nennen ihn die Leute hier Nosferatu. Im hiesigen Safe Room finden wir außerdem eine Memo von Alexander, dem Vater von Alexia und Alfred. Darin erklärt er, dass sein Vater Edward gemeinsam mit Lord Spencer den Muttervirus entdeckt hat, aus dem später der T-Virus hervorging. Um ihre Forschung zu tarnen, gründeten sie Umbrella Chemical Inc. und versteckten die militärische Bioforschung hinter einer harmlosen Pharmafassade. Alexander selbst studierte Biogenetik und arbeitete im Geheimprojekt seines Vaters mit, kam mit seinen eigenen Ergebnissen aber nicht voran und fühlte sich den anderen Forschern deutlich unterlegen. Er schreibt, dass er damit den ehrwürdigen Namen der Ashford-Familie, den ihre Ahnen Veronica begründet hatte, in den Dreck gezogen habe. Weil Spencer kurz davor war, Umbrella komplett an sich zu reißen, beschließt Alexander, ein groß angelegtes geheimes Forschungszentrum in einer stillgelegten Mine in der Antarktis aufzubauen. Dort lässt er sich sogar einen Raum errichten, der seinem Herrenhaus nachempfunden ist. Ein weiteres Bauwerk in der langen Liste von Gebäuden, die auf Architekt Trevor zurückgehen oder zumindest von seinem Stil inspiriert sind. Das Projekt selbst tauft er Veronica, in der Hoffnung, dass die Ergebnisse seiner Forschung so glorreich werden wie der Name seiner berühmten Vorfahrin. Hinter dem Schreibtisch im Safe Room verbirgt sich, gut versteckt hinter einem Bücherregal, noch ein geheimer Bereich. Anscheinend wurde dieser Raum schon längst nicht mehr betreten, denn hier liegt ein alter Brief des Familienbutlers. Die Familie des Butlers dient den Ashfords seit Generationen, aber die jüngsten Tragödien haben Butler Scott Harmon letztlich dazu bewegt, sein Amt niederzulegen. Der Brief gibt auch Aufschluss über den Verbleib von Alexander und Alexia Ashford. Alexander ist vor 15 Jahren verschwunden und Alexia soll bei einem fehlgeschlagenen Experiment ums Leben gekommen sein. Der Butler erklärt sich Alfreds Psychosen damit, dass dieser als junger Mensch schlagartig all seine Familienmitglieder verloren hat. Damit kommt endlich etwas Licht ins Dunkel. Wenn Alexia wirklich vor 15 Jahren verstorben ist, ergibt es Sinn, dass es früher eine richtige Alexia gab und wir in der Gegenwart nur noch Alfreds Fake Alexia erleben. Um überhaupt zu diesem Safe Room zu gelangen, muss man durch den wohl gruseligsten Gang in der gesamten Resident Evil Geschichte. Ja, ihr habt mich richtig gehört. Vergesst den Flur mit den Crimson Heads aus dem Resi 1 Remake oder den Hunde-Jumpscare-Korridor aus dem Original. Diese blöden, eierlegenden Mottenpenner hier beherbergen den schlimmsten Gang der ganzen Reihe. Fast jedes Mal, wenn ich speichern oder zur Kiste wollte, mussten mir diese als Motten getarnten Sadisten ein Ei in den Nacken drücken. Das kostet nicht nur jedes Mal Zeit, sondern kann Claire auch noch vergiften, was wiederum dazu führt, dass sie zurück in diesen gottverlassenen Gang muss, weil ausgerechnet dort das blaue Blumenbeet platziert wurde. Ich bin eigentlich wirklich eher so der ruhige Typ, aber dieser Bereich hat mich fast gebrochen. Au! Au! Oh, jetzt hat er wieder so ein Ei in mich reingepflanzt. Oh, nicht ein Ei. Jetzt hat er mir wieder ein Ei reingesteckt. Ja, komm, noch ein Ei. Ja, komm, Claire liebt Eier. Code Veronica hat tatsächlich etwas Bemerkenswertes geschafft. Es hat Spinnen noch widerlicher gemacht. Die riesigen, haarlosen, blassen Biester in diesem Spiel sehen noch abartiger aus und haben eine ekelhaftere Klammerattacke als jede Spinnen-Biowaffe davor. Naja, hoffen wir mal, dass meine Arachnophobie nicht noch mehr getriggert wird.
Tiefer in der dunklen Antarktis-Basis findet Claire dann eine AK-47. Wer im ersten Resi-Teil immer dachte, wenn ich jetzt nur ein vollautomatisches Sturmgewehr hätte, hätte ich keine Probleme mehr, kommt hier endlich voll auf seine Kosten. Die AK ist auch ganz okay, aber die Durchschlagskraft ist nicht ansatzweise so hoch, wie ich mir das erhofft habe. Und das Ding nimmt direkt 2 Item-Slots in Beschlag. Man kann Umbrella ja vieles vorwerfen, aber immerhin achten sie, rein theoretisch, der Umwelt zuliebe auf ihren Stromverbrauch. Da zombifizierte Menschen einen ziemlich geringen Energiebedarf haben, hat irgendwer hier einfach den Strom abgeschaltet. Claire ist aber da, Claire ist ein Mensch und Claire braucht Licht. Nachdem sie die Energie wieder eingeschaltet hat, funktionieren auch die meisten technischen Geräte in der Basis erneut. Hinter dem Geheimgang im Safe Room lässt sich durch einen Schalter jetzt noch ein weiterer versteckter Bereich öffnen. Hier sitzt ein Gefangener mit einer riesigen Axt fixiert. Das ist also der legendäre Nosferatu, von dem das Arbeitertagebuch erzählt hat. Der Kollege wird uns zwar jetzt noch nicht gefährlich, aber wir wissen alle, worauf das Ganze bald hinausläuft. In der Sortieranlage schickt Claire 2 Pakete über die Fließbänder. An einem der Pakete hängt eine Magnum als Belohnung, aber sie kommt wegen eines Feuers nicht dran. Selbst wenn ich den Feuerlöscher aus Rockford mitgenommen hätte, was ich leider nicht getan habe, wäre es für Claire hier trotzdem nicht möglich, das Feuer zu löschen. Dafür müsste sie ihn erst aufladen und das geht an dieser Stelle noch nicht. Im Maschinenraum treffen sich Claire und Steve schließlich wieder. Steve hat herausgefunden, dass ein australisches Observatorium in der Nähe ihrer Rettung sein könnte. Als er ihr Fluchtvehikel, so ein riesiges Bohrfahrzeug, startklar machen möchte, wird er allerdings dezent abgelenkt. Steve, watch out! It's toxic gas! It's all my fault. Don't say that. Listen to me. We'll escape from here. Together. Come on. We've got to shut off the gas. If we split up, we'll have a better chance of stopping it. Okay. Steve! Don't forget. We'll get out of here. Together. Jetzt ist Steves Notgeilheit auch noch der Grund für die nächste Kontamination hier. Nachdem sich die beiden wieder getrennt haben, kann Claire theoretisch direkt in diesem Raum zurückkehren. Sie könnte sich vorher nämlich schon eine Gasmaske schnappen, wobei die Spielmechanik für diese Maske etwas merkwürdig ist. Man kann sie nicht einfach im Inventar ausrüsten, sondern man muss warten, bis das Spiel einen freundlich fragt, ob man die Maske vor Betreten eines giftigen Raumes aufsetzen möchte. Nein, Spiel, ich möchte das Kaliumcyanid gerne ungefiltert einatmen, danke der Nachfrage. Mit der Gasmaske kann sich Claire dann noch den Ventilgriff sichern, falls man sich den nicht schon geholt hat, bevor Steve dem Wort toxische Beziehung eine völlig neue Bedeutung gegeben hat. Natürlich hat der Ventilgriff noch nicht die richtige Form. Claire stellt die Maschine ohne mit der Wimper zu zucken richtig ein, aber ganz ehrlich, wenn Steve ein Militärflugzeug fliegen kann, dann kann Claire auch eine Fräse bedienen oder einen verdammten Kampfjet steuern. Als Claire das Giftgas endlich abstellt, tritt Alfred ein letztes Mal auf den Plan und redet jetzt einfach nur noch konsequent in seiner Alexia-Stimme. I shall enjoy watching you shriek in agony. Not this time! You gay!
Immerhin. Steve hat hier auf jeden Fall ein paar Respektpunkte zurückgewonnen. Er springt heroisch dazwischen und ballert Alfred kurzerhand über die Brüstung. Der deutsche Übersetzer hat dabei aber zu viel von dem Giftgas abbekommen. Im Original sagt Steve nur, not this time, also schlicht, diesmal nicht. In der deutschen Version wird daraus, diesmal nicht, du verfluchte Missgeburt. Nosferatu wird durch Alfreds letztes, elendes Geschrei aus seinem Schlaf geweckt und befreit sich von seinen Fesseln. So wie meine Mods im Modkeller, wenn ich vergesse, sie zu füttern. Nachdem Claire und Steve mit dem Bohrfahrzeug durch die Wand gebrochen sind, entscheiden sie sich dafür, über eine erhöhte Plattform zu fliehen. Doch dort stellt sich ihnen prompt Nosferatu in den Weg. I'll waste that monster and come back. Claire, forget about me. Run! Während Steve da lässig mit einer Hand an der Kante hängt, muss sich Claire allein dem Monster stellen. Der Schneesturm spielt uns dabei alles andere als in die Karten. Ähnlich wie in Silent Hill wird Nosferatu immer wieder vom Nebel verschluckt. Mit seinen spinnenartigen Gliedmaßen greift er nach Claire und mit einer giftigen Wolkenattacke kann er sie zusätzlich vergiften. Seine Schwachstelle ist das freiliegende Herz, das sich dank der Zielfunktion von Alfreds Scharfschützengewehr hervorragend anvisieren lässt. Tötet man Nosferatu mit der Sniper, wird sogar eine spezielle Szene abgespielt, in der wir sehen, wie Claire ihm filmreif eine Kugel direkt durchs Herz jagt. Noch cooler ist allerdings die Cutscene, die erscheint, wenn man Nosferatu Knife-Only besiegt. Solche speziellen Szenen sind mir tausendmal mehr wert als irgendwelche Trophäen, die ein Spiel einem für einen Messer-Only-Run hinwirft. Hier wird direkt in die Story integriert, was für ein verdammter Badass man mit dem Messer eigentlich ist. Steve sind zum Glück noch nicht die Finger abgefallen und nachdem Claire ihn hochgezogen hat, schwört er sich, sie beim nächsten Mal zu beschützen. Das Paar setzt sich ins Schneemobil oder laut Übersetzer zu Deutsch Snowmobil und kann jetzt natürlich ohne weitere Probleme einfach abhauen. I won't forget about this, Claire. Alexia. Alexia, you're finally awake. Alexia. What is that?
Okay, what the hell? Anscheinend gab es doch eine echte Alexia, die mit ultimativen Viruskräften ausgestattet ist und damit jeden Fluchtplan der beiden zunichte macht. Das wirft jetzt einfach etliche Fragen auf. Warum war Alexia so lange hier eingeschlossen? Und woher hat sie diese übertriebenen Kräfte? Was passiert nun mit Claire und Steve? Inwiefern ist Wesker in diese ganze Angelegenheit verwickelt? Um all das aufzuklären, tritt jetzt der nächste Protagonist ins Rampenlicht. Don't worry, Claire. I'm coming to save you. Chris, geht das auch etwas lauter? Unser Prä-Anabol-Kurheld aus dem ersten Teil tritt endlich auf den Plan. Nachdem Jill mit Resident Evil 3 ihr eigenes Spiel haben durfte, ist Chris neben Claire und neben Steve der Protagonist in Code Veronica. Chris ist genauso ausgerüstet, wie ich es auch von Claire erwartet habe. Allerdings hat der liebe Gott vorgesehen, Chris genauso leiden zu lassen wie seine Schwester und nahm ihm zumindest seinen Backpack ab. Generell hat Chris etwas mehr HP als Claire und macht mehr Schaden. Dafür kann sie zum Beispiel Schlösser mit dem Dietrich knacken. Chris scheint sich richtig gesputet zu haben, denn als er ankommt, lebt Rodrigo, der Mann, der Claire befreit hat, noch. I came here looking for a certain girl. A girl? Have you seen anyone named Claire Redfield? Did you just say Claire? You know who she is, don't you? Don't worry about her. I helped her escape. Several planes took off from this island not long ago. While I can't say for certain, she was probably on one of them. I see. I guess my sister owes you. Thanks for helping. Everyone's gone. I may be the only other person left. Go on. Follow your sister and get off this island. Obwohl ich mit Claire den Wurm schon ausgewrungen habe, bleiben wir vor einem zweiten Angriff nicht verschont. Es ist auch bestimmt supergeil für Chris, in den ersten 5 Minuten nach seiner Ankunft zu erfahren, dass Claire gar nicht mehr hier ist. Chris kommt hier übrigens in seiner Stars-Uniform rein, aus Nostalgiegründen versteht sich. Denn noch bevor Raccoon City dem Erdboden gleichgemacht wurde, wurde die Stars-Einheit schon aufgelöst. Chris und Claire teilen sich tatsächlich eine Kiste, aber nicht das Inventar. Heißt konkret, an alles, was Claire zum Bossfight mit Nosferatu mitgebracht hat, kann Chris nicht ran. Ich meine, sobald man das Spiel zum zweiten Mal spielt, weiß man ja, wann die Charakterwechsel stattfinden und plant dementsprechend das Inventar. Da ich versucht habe, möglichst blind zu spielen, hat mich das kalt erwischt. Chris hatte dank dessen kaum Waffen, um sich zu verteidigen und fand ständig Munition wie diese Pfeile hier, die er für nichts gebrauchen konnte. Der Kampf gegen den Wurm ist auch dieses Mal rein optional. Den Gulpwurm ein zweites Mal hinzurichten, lohnt sich aber diesmal. Rodrigo muss erstens seine letzten Momente nicht in einem ekelhaften Wurmmagen verbringen. Und zweitens bekommt Chris das Feuerzeug von Claire zurück, das sie Rodrigo überlassen hat. Hold on! Don't give up! Looks like I can meet my family again. Here. Take this.
What? She gave this to me as a token of thanks for saving her. I won't need it anymore. Take it. In der Gruft kann Chris mit dem Feuerzeug einen versteckten Hohlraum öffnen und wird mit 2 Maschinenpistolen belohnt. Chris befindet sich im Ausbildungszentrum der Anlage. Dank eines Schalters beim Panzer wird ein versteckter Geheimgang ins Untergeschoss enthüllt. Hier ist ein weiterer, schön dekorierter Safe Room, der ein optionales Rätsel beinhaltet. Öffnet Chris die Schubladen mit dem in der Karte verschlüsselten Code, wird er mit einer goldenen Luger-Replika belohnt. Beendet man das Spiel mit der Replika im Inventar, wird Steve für einen Bonusmodus freigeschaltet. Aus irgendeinem Grund wird ein Livestream aus der Antarktis-Basis zur eigentlich desertierten Rockford Island gestreamt, damit ein zufällig anwesender Chris Redfield die Auferstehung von Alexia erlebt. Und das bekommt ein Chris mit, der natürlich absolut keinen Bezug zu diesen Charakteren bisher haben kann. Who is that? The queen was feared. Alexias Song handelt von einem geliebten, naiven König und einer gefürchteten, gemeinen Königin. Sie lebten zusammen, bis dann der König durch einen Pfeil getötet wurde. Es gibt viele mögliche Interpretationen für den Song. Der König könnte Alfred sein, die Königin Alexia. Das würde zum einen das Inzest-Thema weiter bestätigen und außerdem aufzeigen, dass Alfred quasi noch der gute Zwilling war und wir uns jetzt mit der bösen Königin rumschlagen müssen. Den Pfeil stellen Claire und Steve dar, die den König, also Alfred, niederstreckten. Eine weitere Szene, die extra für Code Veronica X hinzugefügt wurde, zeigt Wesker, wie er alles andere als glücklich über Alexias Auferstehung ist. Alexia? No! She's already fully awake. Chris, oh little fishy, come see my hook. Chris, I'm sending some company to keep you entertained. Consider this a small welcoming gift from me. Enjoy. Diese Szene unterstreicht den Hass, den Wesker Chris gegenüber verspürt. Außerdem zeigt sie, wie viel Macht und Kontrolle er über die BOWs und insbesondere die Hunter hat. Dank Wesker sind nun überall auf der Insel kleine Robokameras versteckt, die sofort einen Hunter rufen, sobald Chris entdeckt wird. Als Chris den Innenhof betritt, sieht er noch das Emblem runterfallen. Wie mein Ehering. Einfach den Abfluss runter. Das ist jetzt tatsächlich ziemlich blöd, denn die goldene Hellebarde in dem Emblem braucht Chris, um die Schleuse zu einem Untergrundhangar zu öffnen. Um jetzt weiterzukommen, braucht Chris nun das Emblem und 2 Chemikalien, um die Hellebarde von dem indigoblauen Metall zu lösen. Irgendwer kam auf die grandiose Idee, die Zombies mit Bomben zu versehen, was auf kurze Distanz ziemlich tödlich für uns ausgehen könnte. Ich kann mir gut vorstellen, dass das die zombifizierten Elitesoldaten von Wesker sind. Anscheinend hat Wesker, so lieb und vertrauensvoll wie er ist, seinen eigenen Soldaten Bomben ins Gepäck gegeben, für den Fall der Fälle. Bevor Chris allerdings wie Mois seine Zeit mit Chemikalien verschwendet, widmet er sich erstmal den wirklich wichtigen Dingen des Lebens. Einer Shotgun zum Beispiel. Die Schrotflinte hat wirklich auf sich warten lassen, ist in Code Veronica aber genauso spaßig zu nutzen wie in allen anderen Resis. Das Köpfe wegballern wird einfach nie alt. Für die erste Chemikalie muss er die Temperatur eines Kühlschranks auf das Eröffnungsdatum der Anlage einstellen. Bei dem Modell der Anlage findet Chris eine Notiz, die darauf hinweist, dass es neben der Brücke noch einen anderen Geheimweg zu dem Anwesen von Alexia und Alfred gibt. Als Alfred die Brücke bauen ließ, tötete er jeden daran Beteiligten. Das zeigt wirklich, was für ein widerliches Monster Alfred ist. Ganz ohne Tentakel und Mutationen. Mit dem hier gefundenen Schlüssel erlangt Chris Zugriff zu einem kleinen Labor. Long time no see, Chris. Wesker? You're still alive? What are you doing here? I came for Alexia.
Who? An organization hired me to capture her. Wait. You attacked the island. And my sister. War das der Moment, in dem Chris sich für eine Anabolkur entschieden hat? Wesker verrät Chris, dass er nun für eine neue Organisation arbeitet, die sich Alexia packen will. Außerdem ist Claire momentan bei Alexia. Chris kann zu dieser Zeit in der Story noch nicht wirklich begreifen, wieso Alexia überhaupt so wichtig ist. Wir sind über das große Ganze auch noch nicht komplett im Bilde. Ein Schlag von Chris enthüllt, wie Wesker damals den Zwischenfall mit den Tyrant überleben konnte. Er ist ganz klar auch mit einer Art Virus infiziert, das ihm übermenschliche Kräfte verleiht. Wieso auch immer schaltet sich dann Alexia aus der Antarktis auf einen random Bildschirm zu, lacht und bringt Wesker dadurch so aus dem Konzept, dass er Chris wegschmeißt und dann erstmal gehen lässt. Dafür, dass Chris Weskers Nemesis sein soll, lässt er ihn wirklich wegen der dümmsten Gründe wieder ziehen. Vielleicht dachte er ja, dieser random Bender-Snatch würde seine Arbeit erledigen. Die zweite Chemikalie findet Chris an einer Werkbank, an der er auch seine Glock 17 umbauen kann. Dadurch macht die Pistole etwas mehr Schaden. Ich find's schade, dass Chris nicht die Samurai Edge mitgebracht hat. Wenn er seine alte Stars-Uniform behielt, hätte er ja wohl auch eines der wenigen Überbleibsel von Kendos Künsten mitnehmen können. Für das Emblem muss Chris tatsächlich mit dem elektrifizierten, schwimmenden, Lustgrotte-ähnlichen Viech im Wasser kämpfen. Wobei das wirklich der lächerlichste Bosskampf des gesamten Spiels ist. Wenn man einfach nur einen kühlen und vor allem trockenen Kopf bewahrt und vom Beckenrand aus das Monster attackiert, kann die Bestie Chris absolut nichts antun. Es zieht sich zwar ein bisschen, aber der Boss ist dadurch lächerlich einfach. Da war es schwerer, im Anschluss das blaue Emblem in blauem Wasser zu finden, sage ich euch. Mit den Chemikalien kann Chris nun die Hellebarde aus dem Emblem lösen und sich auf die Socken machen. Hold on, Claire. I'll save you. Ist ja selbstverständlich, dass Chris einen Kampfjet fliegen kann, aber bei ihm glaube ich das sogar. Nach einer zugegebenermaßen echt geilen Szene ist Chris nun in der Antarktis angelangt. Ich find's witzig, wie die Antarktis einfach nur wie das nächste Level behandelt wird, obwohl sie tausende Kilometer von Rockford Island entfernt ist. In der gesamten Anlage sind nun die Tentakel von Alexia verteilt. Das sind jedes Mal einfach nur nervige Bullet Sponges, die den Weg versperren, bis man ein paar Patronen in sie reingeschossen hat. Aber wie bei Rockford Island haben sich die Entwickler wenigstens die Mühe gemacht, das Level auf kreative Weise zu verändern. Rockford wurde durch die Selbstzerstörungssequenz vernichtet, deshalb war es logisch, dass Chris nicht überall hinkam. Die Antarktis ist nun merklich durch die Befreiung von Alexia verändert, die sich die Basis dank ihrer Viruskräfte an sich gerissen hat. Zum Glück hat Chris die goldene Hellebarde behalten. In der Antarktis gibt es ebenfalls eine Einkerbung dafür. Belohnt wird er mit einem Würfel und Alfreds Tagebuch. Dieses Tagebuch bringt endlich etwas Klarheit in den Storywirrwarr. Alfred fand heraus, dass Alexia und er auf künstliche Art und Weise geschaffen wurden. Das vertiefte seinen Hass gegenüber seinem Vater. Gemeinsam mit Alexia unterzogen sie Alexander sogar einem Experiment. Gegen das Ungeheuer, das dadurch entstand, musste Claire bereits kämpfen, denn Alexander Ashford wurde dank seiner Laborkinder zu Nosferatu. Alexia war allerdings der Meinung, sie könne sich selbst dem gleichen Experiment unterziehen, ohne so zu enden wie Alexander, indem sie sich 15 Jahre einfrieren lässt. Ist ja ein glücklicher Zufall, dass Claire genau 15 Jahre nach diesem Experiment hier auftauchte, sodass Alfred seine Schwester just in time befreien konnte. Durch die lange Zeit ohne seinen Zwilling entwickelte Alfred seine gespaltene Persönlichkeit. Er spielte seine Schwester auf Rockford Island, während die echte Alexia in der Antarktis schlief. Jetzt frage ich mich allerdings, wie die Timeline bezüglich des Baus des geheimen Anwesens war. Er baute es ja extra für sich
sich und Alexia. Aber meint er damit die Fake-Alexia in seinem Kopf? Sein Argument für die Tötung der Brückenbauer war ja, dass so widerliche Menschen nicht wissen sollten, wo seine Alexia lebt. Damit meinte er dann wohl gar nicht die echte Alexia, sondern nur seine zweite Persönlichkeit. Natürlich bleibt Chris auch in der Antarktis nicht lange vor Zombies verschont. Zusätzlich greifen ihn hier so richtig ekelhafte kleine Biester an. Wenn Chris sie zu Boden wirft und zertritt, ist das wenigstens richtig satisfying. Auch in der Antarktis sind Weskers kleine Roboter samt Hunter-Armee vertreten. Die lila Hunter, die Chris dank Wesker heimsuchen, werden übrigens Sweeper genannt, wahrscheinlich weil sie normalerweise alles wegfegen. In der Antarktis kann Chris nun endlich die Magnum abholen, die Claire zuvor per Kiste losgeschickt hat. Schade nur, dass ich ganz am Anfang des Spiels nicht dran gedacht habe, den scheiß Feuerlöcher in eine Kiste zu packen. Ich find's cool, dass es schwerer gemacht wurde, an die Magnum zu kommen. Das erhöht zusätzlich die Replayability. Aber es fühlt sich trotzdem total unfair an, weil man wirklich nicht ahnen kann, dass man den Feuerlöcher später nochmal brauchen wird. Und zu dem Zeitpunkt hatte man mit Claire damals auch noch keinen direkten Zugang zu einer Kiste. Chris findet in der Antarktis-Basis schließlich das Anwesen, von dem Alexander Ashford geschrieben hat. Ihr wisst schon, das Anwesen, das von Trevor, dem Architekten, inspiriert wurde. Hinter der Treppe, so versteckt, dass ich da fast nicht lang gelaufen wäre, hängt eine im Schleim gefangene Claire. Endlich benötigt man mal wieder das Messer. Claire. Chris! I missed you so much. I know. But we have to get out of here. Not yet. We have to find Steve. Who's Steve? He's a boy who escaped from that island with me. But then a monster attacked us and we got separated. So that means Steve is still somewhere in this base? I'm sure of it. Claire? What's wrong? I think I've been poisoned. Just hold on. I'll be right back. Jetzt müssen wir echt wegen Steve länger hier bleiben. Aber gut, zuvor braucht Claire erstmal etwas gegen ihre Vergiftung. Claire muss auch übrigens nur geheilt werden, wenn sie von Nosferatu vergiftet wurde. Ansonsten geht's ihr sofort gut. Ein blaues Kraut findet Chris, nachdem er den Strom in der Basis wiederhergestellt hat. Aber tatsächlich braucht Claire etwas Stärkeres. Die Hommage an Trevor und das Spencer-Anwesen geht hier übrigens weiter. Diese kleine Kunstgalerie kennen wir natürlich auch aus dem ersten Teil. Ich frage mich, wie oft die Entwickler noch das Spencer-Anwesen recyceln möchten. Aber naja, es scheinen auch eine Menge Fans ein Remake des ersten Teils zu wollen. Also bedienen die Entwickler letztlich auch nur die Nachfrage. Diese Tigerstatue kennt man ebenfalls aus dem ersten Teil. Nur sind diesmal die Juwelenaugen bereits eingesetzt und Chris erhält Gegenstände, sobald er sie herausnimmt. Da sich die Statue jedes Mal dreht, kann er immer nur ein Auge auf einmal rausnehmen. Im Innern der Anlage findet Chris einen riesigen Ameisenhaufen. Ich glaube zumindest, dass das einen Ameisenhaufen darstellen soll. Die Soundkulisse ist hier schön widerlich. Man kann förmlich spüren, wie die kleinen Insekten über die Wände krabbeln. Ebenso widerlich ist das Tagebuch, das wir von der selbsternannten Ameisenkönigin Alexia hier finden. Sie sieht nämlich alle anderen Menschen wie die Drohnen eines Ameisenhügels. Unwichtig und ersetzbar. Alexia erschuf den T-Veronica-Virus, indem sie den Virus von Spencer mit den Genen einer Ameisenkönigin kreuzte. Ihr erstes Testsubjekt war ihr eigener Vater, der zu Nosferatu wurde und dessen Körper dadurch extrem giftiges Gas versprühte. Zum Glück schrieb Alexia nieder, dass das Gegengift im Chemie- und Waffenlager zu finden ist. In dem Raum mit Alexias Kapsel findet Chris ihren Forschungsbericht, der ihr wahres Ich enthüllt. Alexia fand heraus, dass es eine Möglichkeit gibt, den neu geschaffenen
offenen T-Veronica-Virus zu kontrollieren. Der Haken ist nur, dass sie 15 Jahre auf Eis gelegt werden muss, um die Zellenmutation zu verlangsamen. Dass sie ihren unfähigen Bruder, den sie liebevoll Kriegerameise nennt, für diese Zeit vertrauen muss, missfällt ihr offensichtlich. Sie enthüllt damit zugleich, wie sie Alfred sieht, als inkompetenten Sklaven, den sie als Mittel zum Zweck missbraucht. Da sie ihr Tagebuch hier auch nicht gerade versteckt hat, musste Alfred wohl wissen, wie Alexia über ihn denkt. Trotzdem war er ihr treu ergeben. Dass Alfred ihr von Anfang an eigentlich nicht wichtig war, beweist Alexia auch damit, wie sie nach ihrer Verwandlung mit ihm umgegangen ist. Alfreds Loyalität wurde mit dem Tode belohnt. Chris vergreift sich hier übrigens nicht aus Selbstbereicherung an Alfreds Leiche. Den Ring, oder eher das Juwel aus dem Ring, brauchen wir für das Gemälde im Anwesen. Es wird ein Juwel von Alfred, Alexia und Alexander Ashford benötigt. Da wir nun wissen, wer Nosferatu in Wirklichkeit ist, wissen wir auch, wie Chris an Alexander Ashfords Juwel herankommen kann. Who could have done this? Alexia. That is how I dispose of insignificant bugs. Said the spider to the fly, "How do you wish to die?" Bin ich der Einzige, der in der Szene dachte, sheesh, Alfred konnte Alexias Stimme aber mit 100%iger Genauigkeit nachahmen. We meet each other at last. A pity I must say goodbye so soon. That is how I dispose of insignificant bugs. Said the spider to the fly, "How do you wish to die?" Der anschließende Kampf gegen die Riesenspinne ist einfach nur widerlich. Wenn man nicht aufpasst, kann man ihren Hintern zerstören und das Vieh wird noch ekelhafter und lässt zusätzlich seine Satansbraten frei. Übersteht man die Tortur, wird man mit Alexanders Ohrring und somit dem zweiten Juwel belohnt. Die arme Claire muss übrigens dem Tode nahe leidend in der Ecke liegend, während Chris auf Juwelenjagd ist. Irgendwann erbarmt er sich allerdings, das Gegengift aus dem Waffenlager zu holen, dem gleichen Raum, in dem es übrigens auch die Magnum gibt. Als Chris zum Anwesen zurückkehrt, hört man direkt bekannte Soundeffekte. What is this? Ich finde sowohl das Schließen der Tür als auch den Sound der Fußstapfen erinnern extrem an Resident Evil 1. Sobald Claire wieder zu Kräften kommt, tritt Alexia auf den Plan. It's Alexia! Alexia? There really is an Alexia? It is almost time, you genetically inferior siblings. After her! She might know where Steve is. Let's go. Ich find's richtig geil, wie verwundert Claire darüber ist, dass es wirklich eine Alexia gibt, obwohl sie auch die creepy Filme der beiden Geschwister gesehen hat. Just go. I'll be fine. But Chris... You've got to save Steve. Go! Ich hoffe, ihr habt dran gedacht, ein paar Waffen in die Kiste zu packen. Ansonsten ist Claire ziemlich nackt. Und damit meine ich nicht die Art von Nacktheit, die sich Steve gerne wünschen würde. Bei meinem Spieldurchlauf hatte ich das Glück, dass ich Claire schon vor dem Switch zu Chris zu viele Waffen mitgegeben habe, weswegen sie jetzt einen üppigen Vorrat für ihre Verteidigung vorweisen kann. In der ganzen Aufregung hat außerdem diese Tür hier vergessen, dass sie eigentlich abgeschlossen ist. Hätte Chris Claire die Shotgun in der Kiste gelassen, hätte sie hier durch das Einsetzen der Waffe sogar noch etwas Loot bekommen. Der Gang im oberen Stockwerk ist
ist eine ziemlich direkte Replizierung des Fensterganges aus Resident Evil 1. Claire landet im Anschluss in einer Art Gefängnis / antikem Waffenlager. So antik, dass hier sogar noch eine Nachricht von Alexander Ashford rumliegt. Laut Alexander ist auch diese Basis mit einem Selbstzerstörungsmechanismus ausgestattet, dessen Aktivierungscode der Name seines liebsten Ahnen oder in diesem Fall seiner liebsten Ahnen ist, nämlich Veronica. An dem Ort, an dem vorher Nosferatu gefangen gehalten wurde, ist nun Steve angekettet. Steve? Oh, Claire. No, I can't do it. Who did this to you? That crazy woman told me she was gonna perform the same experiment on me that she did on her own father. She's completely insane. What's wrong? Claire! Can't breathe! Claire! Help me! Claire! Steve hat die gleiche Dosis Code Veronica Virus abbekommen und leidet jetzt an einer Zombie-Virus-induzierten Roid Rage. Der mutierte Steve ist echt kein Joke und weil Claire nicht genug Heilmittel eingepackt hat, sieht sie ganz schnell die Radieschen von unten. Wenn Anabol Steve nicht gereicht hätte, kommt dann noch einer der Alexia-Tentakel dazu und hält Claire fest. Oh, Steve. Steve wird einmal von dem Tentakel gewippt und ist sofort tödlich verletzt. Selbst in Mutantenform war Steve noch ein Weichei. Aber ich will seinen Moment nicht komplett zerstören. You're warm. Steve, you've got to hang in there, okay? My brother's come to save us. We're getting out of here. Your brother kept his promise. I'm sorry, I cannot. What? What are you saying? I'm glad that I met you. I love you, Claire. Steve? 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 Er gesteht Claire, die er seit maximal 24 Stunden kennt, die ewige Liebe, bevor er dann an seinen Wunden erliegt. Claire, die ihn anscheinend um einiges mehr gefühlt hat als ich, versinkt in ihrer Trauer. At last.
I found you, Alexia. Come with me. You're responsible for the creation of the T. Veronica virus. And now the only existing sample is in your body. I want it. Now! You want it? You are not worthy of its power! Chris, since you're one of my best men, I'll let you handle this. Eigentlich ist es mal erfrischend zu sehen, dass die Bösen sich hier gegenseitig zerlegen wollen. Wesker stellt Alexia zur Rede, weil sie den T-Veronica-Virus erschaffen hat und die einzige existierende Probe in ihrem Körper trägt. Alexia macht ihm aber ziemlich deutlich klar, dass er ihrer Macht nicht würdig ist. So wie Chris da kurz darauf durch die Gegend hopst, können seine Beinschmerzen ja auch nicht so schlimm gewesen sein. Diese Konfrontation zwischen Wesker, Alexia und Chris wurde extra für Code Veronica X hinzugefügt und unterstreicht die drei Mächte, die hier gegeneinander buhlen. Alexia vs. Wesker vs. die Redfields. In der originalen Dreamcast-Version flieht Wesker in dieser Szene dagegen einfach nur vor Alexia, ohne den überinszenierten Faustkampf abzuliefern, den wir in Code Veronica X sehen. Falls man nicht aufpasst, kann Alexia Chris ungelogen einfach sofort packen und killen. Neben dieser unfairen One-Hit-Attacke macht einem noch ein anderer Umstand das Leben schwer. Chris muss nämlich direkt nach dem Claire-Part gegen Alexia kämpfen. Heißt, habt ihr Chris vorher nicht genug ausgestattet, müsst ihr einen alten Spielstand mit Chris laden, ihn ausrüsten und dann den kleinen Claire-Part nochmal zocken. Zum Glück gibt es einen Checkpoint, wenn man bei Alexia drauf geht. Sonst hätte man den Claire-Part wirklich jedes Mal erneut spielen müssen, bevor man den nächsten Versuch wagen kann. Alexia greift mit Blut an, das beim Auftreffen Flammen erzeugt. Ich finde es an der Stelle besonders gut, wie ihre Fähigkeit mit ihrer Familiengeschichte übereinstimmt. Die Ashfords sind extrem auf ihre Blutlinie bedacht. In mehreren ihrer Tagebücher konnten wir schon lesen, dass sie alles für ihren Familiennamen tun würden. Also für ihr Blut. Gleichzeitig scheint diese Blutlinie verflucht zu sein. Sowohl Alexander als auch Alfred mussten einen grausam durch die Familie verursachten Tod sterben und Alexia erwartet ein ähnliches Schicksal. Es passt also perfekt zu ihrer Backstory, dass das Blut, das sie verspritzt, Feuer fängt. Das stellt quasi dar, wie gefährlich und zerstörerisch ihre Blutlinie ist, zumindest seit Edward Ashford Umbrella mitgründete. Nachdem Chris Alexia besiegt hat, kann er sich ihr Juwel vom Boden nehmen. Damit hat er alle 3 Juwelen der Familie Ashford beisammen, was beim Einsetzen in das Gemälde einen Geheimgang enthüllt.
Okay, mit der Dame werden wir doch noch ein bisschen Spaß haben. In dem geheimen Areal des Anwesens findet Chris den Code Veronica Report, in dem Alexander Ashford die Ursprünge seiner Laborkinder offenbart. Alexander hat herausgefunden, wie man superintelligente Kinder künstlich erzeugen kann. Das Element, das er dafür benötigte, kreuzte er mit der DNA seiner Urahnin Veronica und erschuf so Alfred und Alexia. Alfred war dabei eher ein Beiprodukt, denn Alexia ist die Hochbegabte, die letztlich die Intelligenz besitzt, nach der Alexander sich so gesehnt hatte. Der selbstlose Wissenschaftler benennt diese perfekte Kreation natürlich nach sich selbst, weshalb sie den Namen Alexia trägt. Alexia ist also im Grunde ein hochintelligenter Klon von Veronica, der Gründerin der Ashfords. Heißt im Umkehrschluss auch, dass Alexander Ashford nie wirklich der wahre Vater der beiden war. Der nächste Abschnitt beinhaltet ein Rätsel, an dem ich mir wirklich die Zähne ausgebissen habe. In der Antarktis gibt es eine Kopie der Zimmer von Alexia und Alfred aus dem geheimen Anwesen. Wahrscheinlich hat Alfred beim Bau des Anwesens auf Rockford Island in Wirklichkeit diese Originalzimmer aus der Antarktis kopiert. Bei den Ameisenornamenten der Spieluhren fehlen jeweils die Juwelen. Das sind genau die Juwelen, die Chris vorher aus dem Auge des Tigers nehmen musste. Problem ist nur, der Tiger dreht sich jedes Mal, wenn ein Juwel rausgenommen wurde. Wir brauchen aber beide gleichzeitig, um die Spieluhren richtig zu aktivieren. Ich muss beschämt zugeben, dass ich im Livestream auf Twitch und auf YouTube Hilfe bekommen habe, um das Rätsel zu lösen. Tatsächlich muss man nämlich den Strom der ganzen Anlage abstellen. Dann dreht sich der Tiger nicht mehr und die Juwelen gehören endlich uns. Der geheime Dachboden besteht aus einem riesigen Tisch mit verzierten Stühlen und Porträts der Ashfords ringsherum. Dies war anscheinend ein geheimer Treffpunkt für die Familienoberhäupter. Das Porträt von Alexander Ashford wurde zerrissen, wahrscheinlich nachdem die Zwillinge die Wahrheit über ihre Erzeugung erfahren hatten. Der hier liegende goldene Libellenschlüssel muss mit den 4 Flügeln, die Chris bisher in der Nähe des Anwesens finden konnte, kombiniert werden, um die goldene Libelle herzustellen. Das ist auch wieder ein Hinweis darauf, dass Alexia etwas Besseres ist als Alfred. Den Schlüssel, den wir auf Rockford gefunden haben, war eine silberne Libelle. Dies hier ist nun die goldene. Die Bellen haben auch eine Connection zu dem Kindheitsvideo von den Zwillingen. Da rupfte schließlich Alfred einer Libelle die Flügel raus und warf sie den Ameisen zum Fraß vor. Wenn wir das metaphorisch betrachten, rächte sich die Libelle all diese Jahre später, da der Libellenschlüssel Chris zum Sieg verhilft. Der Libellenschlüssel hilft Chris aber leider nicht sofort. Claire ist immer noch mit dem toten Steve hinter der Sicherheitstür eingesperrt. Der Plan, den die beiden fassen, ist simpel. Den Selbstzerstörungsmodus starten, damit alle Türen aufgehen. Dabei legen sie wirklich viel Vertrauen in diesen Mechanismus, denn sie wären doppelt am Arsch, wenn sich diese Tür nicht öffnet und dann die ganze Anlage hochgeht. Aber den Redfields braucht man in der Hinsicht nichts zu erzählen. Chris und Claire haben ja schon die ein oder andere Umbrella-Station in die Luft gejagt. Um überhaupt an das Terminal zu kommen, muss Chris die goldene Libelle einsetzen. Das Passwort hat er durch das Tagebuch von Alexander gelernt. Es endet so, wie es mit den Ashfords auch anfing, mit Veronica. This facility will detonate in 5 minutes. All doors are now unlocked. Natürlich will der Klon von Veronica nicht so einfach aufgeben und stellt sich unseren Protagonisten ein letztes Mal in den Weg. What are we gonna do? Okay, turn the key clockwise simultaneously on 3. Got it. One, 2, 3. Initiating energy injection. Warning. The safety bomb will not be released until charging is complete. I'll keep her busy. Just go for the emergency elevator. Chris, but I can take care of this. Just go. you have to make it. Don't die on me. Ist Chris nicht schnell genug, wird Claire einfach sofort ge-one-hitted. Schafft er es aber, seine kleine Schwester zu retten, wird Alexia so richtig wütend und verwandelt sich in eine insektenartige Ausgeburt der Hölle.
glaube, sie soll eine Art lebendiger Ameisenhügel darstellen, wobei ihr Körper mit den 4 Flügeln auch einer Libelle ähnelt. Am nervigsten sind ihre kleinen Larven, die Chris stunlocken können. Sie kann teilweise wirklich ganze Schwärme von diesen Dingern auskacken. Für ihre zweite Form beschwört sie die mutierten Insekten in der Anlage und befreit sich von dem Ameisenhügelteil ihres Körpers. Die Forschungsanlage selbst scheint nun ebenfalls genug von Alexia zu haben und gibt eine Impulskanone für Chris frei. Die fliegende Alexia damit zu treffen ist gar nicht mal so einfach, aber da nicht viele Treffer nötig sind, ist die zweite Phase relativ schnell vorbei. Was das Ende angeht, gibt es wohl den größten Unterschied zwischen Code Veronica und Code Veronica X. In der Neuauflage schnappt sich Wesker nämlich Claire und Chris muss sich in einem Showdown gegen seinen ehemaligen Chef stellen. Well done, Chris. It turns out that Alexia's work wasn't much of anything. So now the only thing left is revenge. Let her go, Wesker! You don't want her. Fine. Claire! Today's a good day. I came for Alexia, but killing you is even better. Sorry to disappoint you, but Alexia is gone. That's no longer a concern to me. I have Steve to work with. What? Steve. In his body, there's still a living T-Alexia virus. Aus irgendeinem Grund nennt Wesker den Virus hier einmal T-Alexia-Virus, obwohl bisher nur von T-Veronica die Rede war. Wesker will Steves Leiche bergen und stellt in Aussicht, dass er Steve vielleicht durch den Virus retten kann, was aber so gar nicht auf Zustimmung stößt. Wer jetzt mit einem epischen Bosskampf gerechnet hat, wird leider enttäuscht. Der Kampf gegen Wesker passiert nur in einer Cutscene. Dabei bekommt Chris eigentlich nur die ganze Zeit aufs Maul, bis er in einem glücklichen Moment ein wenig Schrott auf ihn fallen lässt. Dann hat auch Chris nicht wirklich gewonnen. Wesker verliert einfach das Interesse und verpisst sich. Today's your lucky day. Next time we meet, don't count on another. Next time. Until we meet again. Hier haben die Entwickler wirklich eine gute Chance verpasst, noch einen zusätzlichen Bosskampf für die X-Version zu integrieren, aber cool waren die Szenen trotzdem. Nach dem Wesker-Debakel sieht man dann noch das Ende, das in der normalen Version direkt nach dem Alexia-Kampf gezeigt wurde. Hey, you know that I always keep my promises. Chris, promise me. Please promise that you won't leave me alone again. I'm sorry, Claire, but it's not over yet. There's still something we've got to do. You mean... Yeah, it's payback time. We've got to destroy Umbrella. Now, let's finish this once and for all. Viele Leute dachten, dieser Satz von Chris am Ende, dass sie Umbrella ein für alle Mal zerstören müssen, bedeutet, dass es einen epischen Showdown mit Umbrella gibt, der leider nie in dieser Form eingetreten ist. Bevor wir uns den Unlockables des Spiels widmen, möchte ich noch kurz über das Main-Theme der Story sprechen: Familie. Der Autor Sugimura hat sich vorgenommen, den Familienaspekt der Story in den Vordergrund zu rücken. Wir haben die Redfields, also Chris und Claire, die sich nach Jahren endlich wiederfinden. Dann Steve mit seinem Vater, den er im Spiel
Spielverlauf selbst töten muss. Und natürlich die Familie Ashford, in der Tradition und Familienerbe über allem anderen stehen, inklusive Alfred, der eine viel stärkere Bindung zu Alexia hat als sie zu ihm. Außerdem opferten die Zwillinge ihren eigenen Vater für ihre Experimente. Meines Erachtens ist das den Entwicklern richtig gut gelungen und eine willkommene Abwechslung zu dem regulären böse Firma Umbrella macht böse Virus-Dinge Plot aus den ersten 3 Teilen. Kommen wir zu den Unlockables, also dem, was euch nach einem Durchgang von Code Veronica so erwartet. Der Battle-Modus in Code Veronica ist ganz witzig. Mit verschiedenen Loadouts muss man sich durch die Räume des Hauptspiels durchkämpfen. Die Räume sind dabei nicht wie im eigentlichen Spiel miteinander verbunden, sondern man wechselt ständig zwischen Antarktis und Rockford Island hin und her. Es gibt ein paar Dinge, die sich freischalten lassen. Den Battle-Modus selbst bekommt man, indem man das Spiel einmal durchspielt. Den First-Person-Modus schaltet man frei, wenn man Nosferatu im Hauptspiel mit dem Scharfschützengewehr erledigt, sein Herz rausballert und das Spiel anschließend beendet. Ein alternatives Claire-Outfit wird freigeschaltet, wenn man den Battle-Modus mit Claire abschließt. Steve Burnside wird freigeschaltet, wenn man das Hauptspiel beendet, während man die goldene Luger-Replika im Inventar hat. Albert Wesker bekommt man, wenn man den Battle-Modus mit Chris abschließt. Und den Impulsstrahler erhält man als Waffe, wenn man den Battle-Mode mit allen Charakteren mit einem A-Rang beendet. Tja, und das ist die ganze Code Veronica X Experience. Aber wie versprochen, möchte ich mit dir auch über den gleichnamigen Survivor-Titel sprechen. Resident Evil. Resident Evil Code Veronica X ist nicht die einzige Neuauflage von Code Veronica, die auf der PlayStation 2 in Europa erschienen ist. Wobei, glaube ich, jeder Teenager absolut angepisst gewesen wäre, wenn seine Mutter Resident Evil Survivor 2 Code Veronica anstatt dem richtigen Spiel geholt hätte. Der zweite Teil der Survivor-Reihe erzählt die Geschichte von Code Veronica auf eine dysfunktionale, verstreute Weise neu. Außerdem wurden diesmal keine halben Sachen gemacht, was das Genre angeht. Die Entwickler konzentrierten sich komplett auf das Shooter-Arcade-Konzept, weswegen das Spiel zuerst nur in den Spielhallen erschien. Also wer dachte, Resident Evil Survivor 1 wäre Low Budget gewesen, wird hier vom Stuhl fallen. Dieses Spiel gibt dem Wort Low Budget wirklich eine neue Bedeutung. Ich glaube, ich habe für dieses Video mehr Budget als die Entwickler für dieses Spiel hatten und dieser Kanal wird einzig und allein von Luft und Liebe betrieben. Es werden natürlich die Level und Charaktere aus Code Veronica wiederverwendet, aber die Cutscenes wurden leider nicht vertont. In der Arcade war das Spiel immerhin zu zweit spielbar, die PS2-Version ist aber nicht im Koop möglich. Jedes Level ist im Grunde gleich aufgebaut. Auf Zeit muss man ein oder mehrere Schlüsselobjekte holen und am Ende einen Bosskampf bestreiten. Schafft man es nicht in der vorgegebenen Zeit, taucht Nemesis auf und jagt das Team durch das Level. Die Inklusion von Nemesis finde ich eigentlich ganz cool, wobei sein Auftauchen hier vorne und hinten keinen Sinn ergibt. Lore-technisch ist das ganze Spiel wohl ein Traum von Claire auf dem Rückflug aus der Antarktis. Allerdings ist Claire meines Wissens nach nie auf Nemesis gestoßen. Warum sollte er sie also durch ihre Träume verfolgen? Mr. X oder noch besser der mutierte Steve, der sie kurz vorher gejagt hat, hätten hier viel mehr Sinn ergeben. Die ganze das ganze Spiel war eh nur ein Traum-Nummer ist meines Erachtens sowieso nur eine Ausrede der Entwickler, um diesen Schandfleck in der Resident Evil Geschichte zu erklären. In dem Spiel gibt es außerdem einen Bossfight gegen Alexia in dem Untergrundanwesen in der Antarktis, wobei es so dargestellt wird, als sei der Ort auf Rockford Island. Der letzte Bosskampf ist dann aber gegen den Tyrant, den Alfred damals auf Claire losließ. Am Ende fliehen Claire und Steve zusammen, obwohl in dem Jet am Ende offensichtlich niemand drin sitzt. Chris kommt in diesem Story-Modus gar nicht vor. Er und Rodrigo sind aber als optionale Charaktere freischaltbar. Ihr könnt es wahrscheinlich nicht glauben, aber die anderen Modi in diesem Spiel sind noch schlimmer als der Arcade-Modus. Es gibt zum Beispiel einen Modus, bei dem man einfach nur Kakerlaken von der Wand ballern muss. Das ist alles. Alles, was man in dem Modus machen kann. Kein Twist, kein Gimmick. Ein ganzer Modus, in dem man Kakerlaken von der Wand schießt. Mindestens ein Halbstarker da draußen hat an Weihnachten Survivor 2 Code Veronica anstatt dem richtigen Code Veronica ausgepackt und ich glaube, dieses Kindheitstrauma würde heute noch brennen. Falls das einer von euch war, in die Kommentare damit, würde mich mal interessieren. Der einzige Grund, sich das Ganze vielleicht anzutun, sind die versteckten Files, die ein bisschen die Lore von Code Veronica vertiefen. Aber erstens wird daran nichts Bahnbrechendes enthüllt und zweitens sind die Texte voller Fehler. Ich meine, Rockford Island? Wenn noch nicht einmal darauf geachtet wird, dass der Ort, an dem das Spiel stattfindet, richtig geschrieben ist, weiß man, dass es den Leuten, die an der Entwicklung beteiligt waren, völlig egal war, wie gut das Spiel wird. Zum Glück ist Survivor 2 tatsächlich genauso lang, wie die Entwickler vermutlich auch dran gesessen haben und nach knapp 1,5 Stunden hat man alles gesehen, was dieses Spiel zu bieten hat.
Ich lasse mir Code Veronica von diesem zu vergessenen Survivor-Ableger aber nicht kaputt machen. Code Veronica X für die PS2 hat relativ schnell mein Herz erobert. An manchen Stellen ist das Spiel zwar ein bisschen unfair, die Grafik ist so ein komisches Zwischending aus PS2 und PS1 und die Steuerung ist aus heutiger Sicht natürlich veraltet. Trotzdem haben mich auch im Jahre 2025 die drückende Horroratmosphäre, die abwechslungsreichen Level und Gegner, der facettenreiche Plot und die starken Charaktere überzeugt. Die beiden Kollegen hier mal ausgeklammert. Vor allem der Liebesplot zwischen Claire und Steve hat mich gar nicht gecatcht. Das Mysterium rund um Alexia und der Double Twist, erst die crossdressende Alfred Alexia, dann die echte Alexia, war dafür echt erfrischend und überraschend originell für ein Resident Evil Spiel. Wie Shinji Mikami bin ich auch der Meinung, dass Code Veronica definitiv eine offizielle Reihenzahl im Titel verdient gehabt hätte. Mehr noch als der dritte Teil. Aber seien wir mal ehrlich, das war nicht der Grund, warum sich das Spiel nicht so gut verkauft hat. Code Veronica erschien zuerst exklusiv für den scheiternden Dreamcast, was ein riesiger Fehler war und meines Erachtens den kommerziellen Flop maßgeblich mit verursacht hat. Auf meiner Wunschliste für ein ordentliches Remake ist Code Veronica nun ganz oben gelandet. Vor allem bei der Länge des Spiels und der Größe der Level lässt sich da richtig was rausholen. Ich hoffe allerdings, dass Capcom sich nicht von den niedrigen Verkaufszahlen des Originalspiels verunsichern lassen. Ich glaube, eine Menge neuer und alter Fans würden sich sehr auf ein Remake freuen. Das war nun mein Video zu Code Veronica und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wie letztes Jahr auch schon, muss ich selbst zugeben, dass viel zu wenig Content kam. Ich wünschte, ich hätte mehr Zeit für YouTube, aber zwischen Job und Familie kommt das Hobby meistens zu kurz. Und ja, ich sehe halt YouTube im Gegensatz zu vielen meiner anderen Kollegen noch als Hobby und nicht als kommerzielle Geldmaschine. Aber hey, ich hoffe, ihr habt trotzdem noch Spaß mit den Videos. Falls ihr den Content unterstützenswert findet, würde ich mich über ein Like, ein Abo oder eine Kanalmitgliedschaft freuen. Zu den Top-Supportern gehören Waffelpuff, Mr. Herbert, Dio, Heike Dropkick, Big Mama, Nakama, Mr. Snake, Elektrohexer, Trobini und Bin ich nicht aka Zonk. Falls ihr von Resident Evil nicht genug bekommt, hier mein Video zu den ersten 3 Teilen. Adam O1 hasst Steve und liebt Claire und schaut jetzt den jungen Will Smith in Prince von Bel-Air. Bye bye.